Hallo. Hm. Drowned 6 men. Basswood's mining started with an accident. Fitting. Coal River Mine. Mine. Entschuldigung. Eröffnet 1854, geschlossen 1861, nachdem 6 Männer einer Überflutung zum Opfer fielen. West Shadow Mine. Eröffnet 1866, geschlossen 1892. 5 Jahre in Folge ertragreichste Grube in Boone County. Deep Rock Mine. Eröffnet 1890, geschlossen 1926. Stripweather Mine. Eröffnet 1915, geschlossen 1920. Die war nicht sehr lange da. Smoky Hole Mine. Eröffnet 1928, geschlossen 1976. Hoppala, Entschuldigung. Never forget, huh? 20.000 Männer marschierten 2000, genau, 1921 durch Boone County, um am Blair Mountain für all das zu kämpfen, was wir heute haben. Für alles, das etwas wert ist, lohnt es sich zu kämpfen. This is new. Domations. Now that's the Basswood I remember. Domations? Basswood Mine eröffnet 1975, geschlossen 2015. Finanziert durch Spneden? Haben sie das Spneden übersetzt? Okay. Warum haben sie nicht einfach den Witz genommen und haben es Spenden genannt mit M? Von William Jackson, Walter Dodson, Hugh Kirkland, Robert Paulson, Vivica Winnicott, Richard Greenlee, Ethan Morrow, John Brooks und Nick Waldron. Hey, can I ask you something? Hello, young man. Of course you can ask. No promise answering. Why do you bother cleaning the memorial? Well, everything has to look its best for today. Especially the miner. I really didn't think it was going to happen this year. Good thing Mr. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. And why do you think it should matter so much? How many West Virginians does it take to screw in a light bulb? This doesn't sound like a history lesson. You answer my question, I'll answer yours. So, how many West Virginians?
2. One to hold the light bulb, the other to rotate the planet. Not bad. The one I have in store is 3. 1 to replace the light bulb, 2 to complain about how the old one was better. Okay. That might be a little too close to home. My favorite jokes have always been the ones that make me feel a little sad. No. You still want to hear the story? I'm all ears. This fella here is a reminder of when coal miners stood together. You see, back 100 years ago, you'd be safer in the trenches than down in the mines. It didn't sit right with our boys. They demanded better conditions. Of course, the corporations, being what they are, refused and sent strikebreakers. The mine wars. Miners came out in force, Union men. Met the strikebreakers over in Logan County. That's right. 10,000 strong. And it all came to a head at Blair Mountain. The miners tied red bandanas around their necks for solidarity. Brotherhood. At least 100 men died in that battle. Blood spilled for what we have now. I'm guessing you're fond of that story, huh? A lot of respect for rednecks. Well, things were tough, but we were a united community back then. Anyway, I'll get back to it. Gonna give her a real spit shine. You take care now. Ist der Ton leiser als vorgestern? Lauter geht's nicht. Ich mach's mal für mich lauter. Ich weiß auch nicht. Religion's kind of like genetics. If your parents had it, you probably do too. I've never been the romantic type, but I get why people care about this statue. Losing his legs seemed like the end of him, but he bounced back. Man, he's a rock. Der sieht sehr jung aus gerade. Joe. Sam? You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. The boys give you trouble? Maybe a little. Don't worry. It's hard for me to blame them. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? You probably know better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Being crippled takes it out of you. Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old iron here. This town's been a mining town before I was born, and
It'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miners' Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I could just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man sport. But no, I haven't seen him. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Aber ein Großteil des Tages im Café würde ich gerne reden, wenn du noch hier bist. Mhm. Anna's waiting for me at the coffee shop. Anna's waiting for me Oh, at ich the dachte, coffee du kannst zu shop. ihr gehen und dann mit ihr reden kurz. Es war Joes Unfall, der mich dazu gebracht hat, über die Mine zu schreiben, und dennoch ist er nicht nachtragend. Dafür oder dass ich seine Tochter im Stich gelassen habe. Ein Teil von mir will gern glauben, dass er mich für einen guten Kerl hält, aber ein anderer Teil von mir weiß, dass er seine Verachtung lediglich gut verbergen kann. Meinst du wirklich? Christina gehört das Café Americano. Gleich gegenüber von meinem alten Büro. Anna, Nick und ich waren Stammgäste. Christina kennt jeden in der Stadt. Sie ist das Zentrum allen Klatsches in Basswood. Ihr Café ist super und ihr Lachen kann man in ganz Basswood hören. Zumindest war das früher so, in der guten alten Zeit. Christina war aufrichtig nett zu mir. Diese sentimentale alte Frau ist vielleicht der einzige Mensch in Basswood, der mich nicht hasst. Jetzt muss sie, wie jeder andere in Basswood auch, jeden Cent zweimal umdrehen. Oh, lesen. Hat vermutlich die Schule abgebrochen, aber er wirkt zufrieden in Basswood. Zachary Owen. Hieß der Owen? I don't imagine Walter had obituaries in mind when he became editor-in-chief. Cohen. Okay. Sam! Glad you came. Of course. I said I would. I can still be glad about it. So, I hear you got in a fight after I left the wake? I was so wasted at that point, it's all just a big, heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah, sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yeah, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in.
She might slow me Ich meine, es down. könnte auch sein eigenes, Or also er try to könnte auch involve the cops. Nasenbluten derbst gehabt She haben might oder do so, those ne? things, yes. Dann würde man Or aber, she glaube ich, was sehen, might dann be wäre was blau. someone who you can Bei so viel trust, Blut. who can help. Ja, ich erzähl's. I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? Hab doch gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood Jungle? He likes to work weekends. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam, what have you done? Weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Aber er muss auch immer an sich arbeiten. Er kann ja nicht immer nur abhauen und sich zurückziehen. Mein Controller vibriert. Das nervt mich. Warum vibrierst du? Hast du aufgehört? Gut. Locked. I should check the back. Ja, ich glaube auch nicht, dass er durch den Haupteingang rausgeht. My. Look what we got here. Is that Sam Higgs? Trying to get back in a newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. Trust me, I'll be out of here as soon as I can. Good. Declan's right down the street. Watch yourself while you're in Basswood, because we'll be watching you. Warum hat er sich gerade so umgeguckt, als wäre das illegal, was er da macht? Oh, mir tut mein Fuß weh. Ich brauche unbedingt mal so einen Ball. Dass ich den mal da drüber rollen kann. Mir tun die Mittelfußknochen einfach an beiden Füßen weh. Irgendein Nerv oder so. Also da in dem Bereich. Been a while. This place used to be my home. Pac-Man aus Or at least felt like it. Post-it-Zetteln. Where is Dennis? He should be in here. Drei, 1, 2, 1. Oh, schade, ich dachte, ich könnte da. Das nächste Platz? Nee, Samuel Higgs. Das ist unser Platz. Hä? Was? What would you say you do here? Hä?
Warum ist das Zeug noch nicht weggeräumt? Es ist 2 Jahre her. Das sieht er doch von da oben. Also. What the fuck? Oh, eine Katze. Hier gibt's auch nichts mehr, was wir uns angucken können. Was ist denn passiert? Dennis. Dennis. What happened? Who? Ich glaube nicht, dass er das war. Ich glaube, also wenn, war er vielleicht dabei und wollte ihm helfen oder Oh, I so. got blood on me? Did I? War das? Es ist recht gut darin, Gedanken darzustellen, finde ich. Also ist schon zutreffend teilweise. Wie es dann in einem Kopf vor sich gehen Do this, könnte. Sam. You focus, you can think through any problem. Keep going. You got this. Sam, no. Don't think about that. Don't let it in. Was? Focus on Ich drück die ganze Zeit die falschen Tasten. Da kommen andere Tasten über seinem Kopf. keep going. You got this. Ich möchte nicht, dass Sam in seinen Gedanken versinkt. Don't give up, Sam. You almost have it. Das sieht aus wie ein Schuss. Geh raus und ruf Declan. Das ist das Erste, was man macht. Rausgehen und Polizei rufen, nicht rumlaufen und Spuren verwischen. Together, you can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Chest wound. What kind of weapon did this? Blood sprayed on the desk from the injury, but I need more to go on. Chest wound. What kind of weapon did this? Blood all over the monitor. Not much to go on. I need something useful.
I Chester, want to go come home on, stand Dennis. da am Dings. Ah, Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. er hat sich doch nicht selbst erschossen. His gun is gone. Sam, stop it. Come back to reality. But you didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. You're right. I can see it. I have the complete picture now. Das Hemd klippt durch die Jacke. The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. Vor allem tritt er die ganze Zeit im Blut rum. Why someone would murder Dennis? Verteilt seine I need to find Fußabdrücke. out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Ich werde später nach Hause kommen. Tut mir leid. Ich muss einem Arschloch die Welt erklären. Ich werde nicht wach sein, um Frühstück zu machen. Aber da sind ein paar Waffeln im Gefrierfach und das muss einem Arschloch die Welt erklären. Okay, irgendwo draufklicken. Ich würde gern
in einen anderen Ordner klicken. Ah. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. Hey Walt, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Von Nick an Walter. Warum hat der die? Wie es scheint, bin ich letztendlich doch in eine Sackgasse geraten. Nächstes Mal habe ich hoffentlich mehr Glück. Nick Walden. 25. März. Walter an Nick. Lieber Nicholas, ich hoffe, du hattest eine gute Reise. Du hattest letzte Woche erwähnt, dass du einer großen Geschichte auf der Spur bist. Ich fürchte, hier bei uns gibt es bisher nur Belangloses. Ich hatte gehofft, dass du mir, alter Eule, vielleicht erzählen magst, was du im Ärmel hast. Walter Dodson. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Ich hätte nicht gedacht, nochmal von dir zu hören. Wenn du reden willst, dann höre ich gern zu. Wir können uns morgen treffen. Das ist im Posteingang von Dennis. Wieso ist eine E-Mail zwischen... Wieso ist ein E-Mail-Verkehr zwischen Nick und Walter in Dennis Posteingang? Wieso? Nick redet ja so, als ob er gar nicht wüsste, wer die ist. The puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. Der Hacker, ne? Ja. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. You don't want no lunch box, friends. Joan used to keep this with her at all times, always observing and sketching and... what are those numbers? 3-1-2-1. Valid question. Still not sure. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. If I had the code, I could get in here. Hä?
with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stop on it. 3121. Danger. Was nannte er Nick? Sein Erntehelfer. Nick's computer is missing. He took it home to work or stolen. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Nick, Anna, and me. War vielleicht nicht ganz so schlau. I don't need everyone staring at me. Okay, aber mitnehmen wollte ich es auch nicht. Und ich einfach in Ruhe lassen hätte ich es können, ja. Weird. Nick was always more a fan of beer than Ich working. weiß nicht ganz, was herumdrehen heißen soll. Ich habe die Pepperoni-Rollen im Kühlschrank gelassen. Arbeite nicht lange. Nächstes Mal bist du dran. Anna. If I had the code, I could get in here. Ich hab doch einen Code. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll Jetzt ist es ganz was anderes. Ich bin... Hä? Thanks, bug. Hä? Habe ich das nicht eben eingegeben? Excessive snooping Ganz am pays Anfang? off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Nick had a contact. Same name as in the email. He was Ach, up to das something ist nicht big. Dennis gewesen, sondern die. 27.01.20 Uhr mit die. Nervöser Typ. Aber könnte was Nützliches wissen. 12.02.17 Uhr. Zweites Treffen mit die. Das ist tatsächlich eine Spur, vorausgesetzt, dass er nicht nur Quatsch erzählt. Will sich immer an gruseligen Orten treffen, hat vielleicht zu viele Filme gesehen. 18.03.10 Uhr. Mit die musste ihn zum Frühstück einladen und er sagte, dass wir uns nicht mehr treffen können. Scheint eine Sackgasse zu sein. Und da hat er das auch gesagt, ne? 1.04. Dachte, ich hätte ihn verloren. Gut, dass er wieder reden will. Und dann hat er doch wieder Kontakt gehabt. Also er hatte schon nicht gelogen, Nick was glaube ich. traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Name des Passagiers Nick Walton, West Virginia nach Florida, Zug Nummer 254. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Ups. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Stilllegung der Mine, völlig normal. Kurve flacht im letzten Jahr etwas ab. Erholung? Zahlen sehen gut aus. Trend oder Ausreißer? Brauche mehr Datenpunkte. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. Aber was hat er denn? Was wollte er denn rausfinden? It's possible Walter missed something. Could be worth checking his office.
Mhm. There might be something around here that hints at Walter's password. Hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. So einfach. Just reminders. Nothing that could be used as a password. She used to be the office administrator ages ago. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Mhm. Ah, ich glaube, das ist dann doch das Ding, oder? And I'm in. Let's see what secrets you got in here, Walter. Zu nah dran. Ein Ticken weiter weg könnte es sein. Bess, ich wollte dir erneut aus tiefstem Herzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht, habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigt hast. Walter Dodson. War das? Hier ist der Bericht zu Nicks Unfall. Du hast schon eine ganze Weile nicht mehr nach so etwas gefragt. Nix wirklich Interessantes. Nix. Nichts wirklich Interessantes, nur ein weiterer trauriger Tag im Straßengraben. Die Straßen West Virginias nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Verkehrsunfall 2. April. Untersuchung 1 von 3. Beteiligte Person, Name Nicholas Waldron, Alter 35, Fahrzeuge Farbe rote Farbe Rot, Marke Cosmo Modell 2008 Rameo, wie auch immer. Unfallhergang, Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben, Feuer brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Nicholas Waldron auf dem Fahrersitz aus. Reifenspuren und andere Spuren legen nahe, dass der Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Fahrer war wahrscheinlich angetrunken. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. Einzelheiten der Untersuchung 2. Airbags ausgelöst, Sicherheitsgurt nicht angelegt, Fenster geschlossen. Ich glaube, jemand hat ihn umgebracht, ins Auto gegen den Baum gesetzt und ihn da reingesetzt. Oder ihn mit dem Auto, also drin, also irgendwas aufs Gaspedal gelegt oder so.
Fahrer war vermutlich betrunken und hat vergessen, sich anzuschnallen. Das Feuer brannte einen kleinen Bereich um das Auto nieder, breitete sich jedoch nicht aus. Es ist ungewiss, ob der Fahrer den eigentlichen Aufprall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkungen, das Einatmen von Rauch oder Verbrennungen sind alles mögliche Todesursachen. Aber können die denn nicht nachprüfen? Also wenn er ja schon tot war, dürfte es keinen Rauch in seiner Lunge geben. Wenn er noch nicht tot war, ist Rauch in seiner Lunge. Also das könnte man ja schon mal ausmachen, ob er beim Aufprall gestorben ist oder erst danach. Das könnte man ausmachen. Und dann ist halt noch die Frage, war das Feuer mit Brandbeschleuniger gelegt oder ohne? Also das kann man ja auch ausmachen. Das kann man ja alles prüfen. Dann gucken wir mal, was die letzte Seite sagt. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Mhm. Einzelheiten der Untersuchung 3. Nur die Bilder. Ja, also ich glaube... Wer hat den Report geschrieben? Müsste da nicht normalerweise noch stehen, wer den geschrieben hat? So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. That was just after Anna came on, and we really were a small clan. Erinnerst du dich noch an den Tag, als Tara beschlossen hatte, dass der Basswood Jungle ein Foto der Redaktion braucht? Niemand hatte Lust dazu, aber ohne eine gute Ausrede konnte man zu Tara nicht Nein sagen. Letztendlich dauerte es nur eine halbe Stunde, die gesamte Redaktion dazu zu überreden. Dennis sagte, er würde nur mit aufs Foto kommen, wenn du auch dabei bist. Er wusste, dass du nie viel für organisierten Spaß, Pub-Quiz-Spiele oder gemeinsame Mittagessen übrig hattest. Deine Ablehnung für ein solches Foto zu posieren schien eine sichere Sache, aber du hattest eingewilligt und Tara war äußerst zufrieden mit sich selbst. Ein Teamfoto ist nur von Bedeutung, wenn auch alle drauf sind. Vielleicht hatte sie damit recht. Es ist das einzige Teamfoto, das der Basswood Jungle jemals aufgenommen hat. Hat Dennis damit als ausgewischt, glaube ich. Dennis ist tot. An seinem Schreibtisch erschossen. Er hatte sich mit einer Menge Leute verscherzt, aber wer würde so etwas tun und warum? Wie es aussieht, hat Dennis seine Administratorrechte dazu missbraucht, anderer Leute E-Mail zu lesen. Er wusste, dass Nick einer Sache auf der Spur war. Wurde er deshalb getötet? Ich habe ihr alles erzählt über Dennis, die Prügelei, das Blut auf meinem Hemd. Sie hat es besser aufgenommen, als ich gedacht habe. Sie ist besorgt, aber sie ist nicht ausgerastet. Vielleicht stünden die Dinge anders, wenn ich schon früher gelernt hätte, mich ihr anzuvertrauen. Ja, es hilft oft. Krampfhaft zu versuchen, den Mord an Dennis aufzuklären, hat alles nur schlimmer gemacht. Mir wurde klar, dass ich einen anderen Ansatz wählen musste. Erst beruhigen, dann analysieren. Joel und die Jungs sind immer noch auf
Blut aus. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Sie haben offensichtlich vor, den Tag der Bergleute damit zu feiern, dass sie mir die Nase brechen und ich habe momentan keine Zeit für Ablenkungen. Passiert gleich was, wenn ich hier So, rausgehe. did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Steckt die Polizei mit drin? Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, Is listen he... to me. He is dead. Dennis is dead. Don't panic. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find Das him Gewissen eventually. ist immer auf der Involving the richtigen police Seite. will only slow us down. I'll be more Jimmy weiß, efficient wovon on my redet. own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Das ist wie so ein innerer Therapeut. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Jetzt war es wiederum gut, dass keiner gesehen hat, dass wir hinten durch die Tür gegangen sind, ne? Here we are. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. Wird richtig interessant. This is the place. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Wie weit kann ich gehen? Hier ist schon das Auto. Hier ist ein Autoteil. Ich gucke mich erstmal nur um.
Also hier runtergerasselt. Hier durchgerasselt. Okay. Okay. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Wie ist das denn nicht aufgefallen, als die Polizei das untersucht hat? Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Bremsflüssigkeit vielleicht? Ist das wirklich Sprit? Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Ist es wirklich Fuel, Sprit? Oder ist es vielleicht doch Öl? Also nicht so Bremsflüssigkeit oder sowas? Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? No skid marks, no trace of sudden braking. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. The fire shouldn't have been able to spread that far. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Außer da war Öl oder irgendwas, so Spiritus oder sowas dran. These road signs are intact. Not a scratch on them. Na, ich gehe schon davon aus, je nachdem wie schnell du bist, können die Schilder hier ganz schön schnell einfach umkippen. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. That's all the information I need. Time to put everything together. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Things don't add up. Also, die haben da ja nicht mal Tests gemacht anscheinend, ob der betrunken war, weil das kann man ja auch testen. Ich glaube einfach, dass die Ergebnisse auch verfälscht sind, also beziehungsweise nicht wirklich
richtig nachgeforscht wurde. I need to find out what really happened. Das Hindernis war ganz schön weit weg. Wir haben keine Spuren von einem Tier gefunden, ne? Ich glaube... The fire damaged both the car and the tree heavily. Das ist meine Hypothese. Das ist meine Hypothese. How could the signs have burned during the crash then? Dem es vorher schon gebrannt hat. Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Ja, vor allem, da sind ja gar keine Tests oder sowas drin gewesen. Also nicht mal, ja, der hatte Blutalkohol oder hatte Rauch in der Lunge oder das Auto war nicht beschädigt. Irgendwie so, dass Benzin nicht austreten konnte oder dieser Fleck da oben überhaupt gar nicht notiert, als wäre das manipuliert worden. Ne, sag doch, Brandbeschleuniger. Benzin ausgekippt, gut. Vor allem auch, dass die Wiese oben verbrannt war. Das sind so viele Unreimheiten. Das muss doch aufgefallen sein, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Es hat sich halt niemand das Ding angeguckt, außer die Polizei wahrscheinlich. Und die Polizei ist geschmiert oder so. Oder einfach nur schludrig. So schlecht. I thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick, he was murdered. I'm sorry, the police report was clearly wrong. Fucking... Anna,
Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. Die suchten irgendwas dort. Entweder weil sie dachten, sie wüsste was, oder weil sie wussten, dass Nick da was versteckt hat. Oder so. Okay, so, about Dad. Don't tell him what we found. Please. It'd just worry him for no reason. How are you holding up? After finding out what we found out. I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna, maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. She's Stimmt, die haben ja different. zusammen You're gewohnt. different. I'm different. But am I different enough to not fall into old patterns? Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Boah, Rücken. Krach. Einfach Krach gemacht. Okay. Süßes Häuschen. The last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. He had to get a new one after the accident. Must have been very expensive. Didn't think I'd see it again. Not looking forward to stepping back inside. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just bellyaching. It's your house. Your rules, I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need. Ich glaube nicht, dass her sie in safe. Gefahr ist. Ich glaube, die wollten einfach nur wissen, ob Nick irgendwelche Informationen zu Hause liegen I hat. don't know. Should She's I? all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father.
Also, ich weiß nicht, was Airplane heißt. Ich meine, ich würde sagen, ich werde mich darum kümmern, sie so gut es geht zu beschützen, aber ich kann nicht versprechen, dass nichts passiert. Of course I want Anna to be safe. But she's her own person. I can't make decisions for her. Ja, She's my little gute girl. Aussage. She's all I have left. Surely you Right. understand. I do. That's why I would never lie to you. Damn if that ain't honest. Dad, I can take care of myself. Nothing's gonna happen to me, okay? Ich glaube, das See, war I eine won't gute change your Entscheidung. minds. Time for me to go home. Text me when you arrive, all right? Hey, don't feel bad about my dad. He still needs to learn to trust me. And thank you for not indulging him. I'm heading inside. See how bad it is. Well, this is gonna weigh on Joe. Ja, und das ist halt einfach mal so. Du kannst es nicht jedem recht machen. Hm. I need to get in there Manchmal hat er eventually. aber auch echt doofe Sachen. Maybe Ja, I so. should look around the property first. It's Bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. It was great to come back from work, sit down, and read until the sun went down. Klingt gut. Aber ich lese nicht. Anna and I spent our nights out here, trying to find all the constellations. Anna never got rid of this sign. I think the happiest I ever saw Anna was the day she bought this place. I want everyone to know this house is sold. You're mine. I own you now. It might be 200 years before it's paid off, but it's mine. So, when can I start moving my own stuff in? After you finish carrying all my stuff in. Sure, but that means I get to choose which side of the bed I'm sleeping on. What? No! You're gonna sleep on the side closest to the door. Why's that? So if someone breaks in, you can fight them off. And maybe because I like being near the window. Somehow I feel like it's entirely the second thing and not at all the first. We can talk about all this after my stuff's inside. But all your stuff's so heavy. Which is why I need your help. Don't slack, Sam. This house isn't gonna decorate itself. And I want you to be part of that. Oh, so süß. Aber ich denke mal, dass er irgendwann aufgehört hat, sich so offen ihr gegenüber zu verhalten. I used to follow it down to the shack every other week for fishing Sunday.
Ich habe jetzt nichts Auffälliges gefunden hier. Sent from a mourner. Anna probably couldn't handle taking it inside. Shattered glass. This is how whoever it was broke into the house. Ist doch eigentlich auch nicht richtig. Ne? Normal bleibst du draußen und wartest. Wenn die Polizei ja schon auf dem Weg ist. Anna is not well. This time, at least, try to be there for her. Anna? Anna, you okay? I'm gonna go out on a limb and say no. Ich glaube, ihm ist bewusst, dass er das nicht ist. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Anna always was more interested in people than cold hard facts. Jedes Jahr präsentiert die Greenmount Grundschule das Talent junger Kreativer in einem Kunstwettbewerb. Inmitten eines Dschungels von Kreativität fiel mir ein Werk besonders ins Auge, eine Art kryptozoologische Figur, deren wahre Natur mir verschlossen blieb. Unfähig wie ich war, das Papier zu durchdringen, kam mir der junge Timothy Brown zu Hilfe. Es ist interaktiv, sagte er und deutete auf eine Unebenheit. Sie müssen es auseinanderfalten. Schicht um Schicht wurde ich eines Wunders gewahr. Die Figur wich einer Karte von Basswood. Wenn Sie glauben, schon alles gesehen zu haben, dann nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und schauen Sie sich an, was die neue Generation zu bieten hat. Sie werden überrascht sein. Ich für meinen Teil war es. Not surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. Liebe Miss Miller, mein Papa sagt, wenn jemand sehr nett ist, dann muss man ihm einen Dankesbrief schreiben. Also hoffe ich, dass Sie meinen mögen. Ich möchte Ihnen ganz, ganz doll dafür danken, was Sie über mich geschrieben haben. Ich weiß nicht, warum Sie glauben, dass meine Zeichnung es wert war, darüber zu schreiben und alle anderen nicht, aber es war sehr nett von Ihnen, dass Sie das gemacht haben. Mein Papa hat Ihren Artikel an den Kühlschrank gehängt und meinen Namen eingekreist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ein paar Leute hingegangen sind und es sich angesehen haben.
und dann enttäuscht waren. Aber vielleicht waren sie es nicht. Wenn wieder ein Kunstwettbewerb stattfindet, sage ich es ihnen. Freundlichen Grüßen, Timothy Brown. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Was klappert denn dann die ganze Zeit? Ich finde es gut bisher, dass man nicht gestresst ist. Also, dass man nicht unbedingt zeitlich begrenzt durch die Gegend laufen kann. Oder Entscheidungen sind teilweise zeitlich begrenzt, aber das geht noch. Sam, what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done Er scheint dich nicht mitzubekommen, meine Fresse. Sie ist aber auch ein bisschen... Also, ich weiß nicht, wie lange das schon los ist, also wie lange es schon geht, aber ich meine, ich glaube nicht, dass er sich absichtlich diesen Zeitpunkt ausgesucht hat, warum hat sie nicht einfach gewartet mit dem Essen kochen? Das wollte ich nicht lesen. Warum? Anna always wanted to take me to concerts. They were just never my thing. Cheesy action movies, dark thrillers, and human rights. The melting pot of Anna. Ach, da geht Wind durch. Die Hintertür auch eingeschlagen worden? Ah, zum Weglaufen wahrscheinlich. Das sah gerade perspektivisch ein bisschen komisch aus. Finally, there. Ei. Wie sieht's denn hier aus? Muss man so eine Unordnung machen? Also wenn man irgendwas durchsucht, muss man, also wenn man einbricht und irgendwas durchsucht, muss man dann wirklich alles von den Dingern runterschmeißen? Also war es notwendig, hier die Küchenzeile abzuräumen und den Wein vom Tisch zu schmeißen und die Obstschale? War das notwendig? She's not gonna want something cold. Always said cold drinks are for parties. Even when he messed up, Nick always found the right words. Es tut mir leid wegen gestern. Du hast recht, ich war distanziert. Die Dinge waren in letzter Zeit ziemlich chaotisch auf Arbeit. Auf Arbeit? Du musst mir nicht verzeihen, aber für den Fall, dass du mich zu einem Konzert einladen willst, lasse ich diese beiden einfach hier. PS, vielleicht sind doch ein paar Pepperoni-Rolls im Kühlschrank. Ach, wie süß. Anna always wanted to visit France, but life is just too strange for me there. Anna's favorite band. Smooth as always, Nick. Charlestown Concert Hall präsentiert The Placeholders. Charlestown MWV. $75 gekostet, so ein Ticket. Making a drink for Anna would be a good way to show her you're here for her. She normally keeps some drinks in the pantry.
It's been a while, Sam. Things have changed around here. You feel like looking at old keepsakes? No. Hier sind Sams Sachen drin. Er. Eigentlich ist einfach nur er. Ja. Wo könnte sie noch Drinks haben? Unter der Treppe? Okay. Oben? Hallo, ich renn mal kurz durchs Haus und suche dir Getränke. Habe ich alles schon angeguckt. Soziologie, Geschichte und Schreibratgeber, wie immer. Okay, nicht hoch. Ja, da musst du wohl doch was Kaltes trinken, nehme ich an. Was war das? Nach Joes Unfall aufgenommen. Er wollte, dass es zurückgestellt wird. Ah, hier vielleicht im Schrank. Ah, here's where she keeps the drinks. She used to drink this every day in middle school. Brings her back to being 10. Her go-to soft drink. She actually likes to drink this stuff straight. Could do. Don't stress about what drink you People in bring. film noirs It's just always bringing offer it a that stiff matters. drink in times like this. Might work. Aufmerksamkeit. On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. Ich glaube aber, Schokoladenmilch wäre auch gut gewesen. Das hätte sie vielleicht wirklich zurückkatapultiert. Also wieder Yes, so. I am. Yes, you are. Thanks. Lime juice. Still something you like? That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. Habe ich auch. Hab ich auch gemacht. This is just so fucked. Nick, my house, Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. my stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer... You're not alone. Here, have a drink. It'll help. Yeah. Yeah, you're right. It's helping a bit. Hey, are you feeling better? Ja, hysterisch geworden, hätte man sie ausreden Sorry, I lassen. just kind of lost it for a second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support Vielleicht right now. will er aber unabsichtlich wahrscheinlich. It hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. Tell me about it. I should have stayed back in Connecticut. This town doesn't want me here. Coming back, facing all that aggression, being covered in blood, possibly accused of murder. Did you really have to make it about you? Das war nicht meine I Absicht. know this hasn't been easy for you either. This all sucks. I'm Nein. just so... This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights. At the bar or the fishing shack, come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again.
It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Ja, ich werde sie jetzt auch Be too harsh on weiterreden her. lassen. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house. It's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all Ich happened. glaube, sie war auch ein bisschen überfordert einfach von allem. You understand why I said no, right? Face it, Sam. If you had paid attention, you'd have known she wasn't going to say yes. I know, the timing wasn't great. Your dad's accident, the mine investigation, me being hated by all of Basswood. That's not why I said no. You knew I didn't want to get married. I told you before, I never liked the idea. Never wanted a ring. When you asked, I just thought I was with someone who didn't know me. Ja, That der mir nicht terrified zuhört, me. ne? Ja, das kann ich And verstehen. It ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. Du solltest einfach nur mal ein bisschen weniger Erwartungen an Menschen haben, was Offenheit angeht. Wenn sie nicht reden wollen, dann ja, lass sie halt. It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. Ja, I know that's why I makes closed someone people off. distant, ist auch nicht ganz I never richtig. spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway now, does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean... You can count on me, Anna. We're in this until the end. That's good. That's really good. Let's see this to the end, and, well, we'll see what happens when we get there, right? Whatever happens, we're in this together. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. Ui. Joe vertraut mir nicht mehr. Das ist ironisch, denn ich war geradezu schmerzhaft ehrlich zu ihm. Nachdem wir Dennis ermordet aufgefunden haben, riefen Anna und ich die Polizei. Wir versuchten, so gut es geht, unsere Spuren zu verwischen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass Anna mitten in die Sache reingezogen wird, aber in all diesem Chaos hier fühlt es sich wie das einzig Richtige an, ehrlich zu ihr zu sein. Die Erkenntnis, dass Nicks Tod nur ein Mord gewesen sein kann, brachte mir Fokus und Klarheit, aber für Anna war es ein Schock. Sie hatte kaum Zeit zu reagieren, aber es besteht kein Zweifel, dass es sie schwer getroffen hat. Irgendwie fühlt Anna sich besser, seit ich mich
geweigert habe, ihrem Vater zu versprechen, dass ich immer auf sie aufpassen würde. Menschen und alles, was sie bewegt. Wer blickt da schon durch? Anna und ich haben die Unterhaltung geführt über Nick, über uns, über alles, was schiefgelaufen ist. Sie glaubt immer noch, dass ich nur an mich selbst denke. Irrt sie sich? Ja, ich habe ja auch scheiße geantwortet beim ersten Mal. Nicks Unfallbericht war schlampig ausgefüllt. Ich kann der Polizei nicht mehr trauen. Schlimmer noch, sie könnten glauben, dass ich Dennis getötet habe. Ich bin nicht sicher, ob es klug war, Anna damit hineinzuziehen. Ich weiß nicht, ob offen mit Anna zu reden überhaupt etwas gebracht hat. Nicht, wenn so viel Schmerz und Reue ins Spiel kommen. Nick war irgendetwas auf der Spur. Er wollte schon immer eine große Geschichte schreiben, aber verlief sie letztendlich im Sande, wie er Walter sagte, oder hat er einfach nur alles für sich behalten? Jetzt, da ich an der Stelle war, an der Nicks tödlicher Unfall passiert ist, bin ich sicher, dass es kein Unfall war. Betrunken, Autofahren und Rasen passt einfach nicht zu seiner Persönlichkeit. Sich mit einer Untersuchung zu übernehmen dagegen schon. Ich wollte nicht, dass Anna über ihre Sorgen grübelt. Ich will, dass Anna in Sicherheit ist, aber ich konnte Joe nicht guten Gewissens versprechen, dass dass ihr nichts passiert. Immer noch keine Freunde, die das spielen. I remember taking this photo. God, seeing it like this. Warum Anna needed. ging das doch gegen Anna? Warum sollte man sonst explizit dieses Bild auch zerschlagen? The door is closed. Huh. She never used to lock it. Ist der Einbrecher überhaupt weggegangen? It looks like Joan's using this room now. Anna must have been letting her use it when she stayed over. Not your standard thief. Too destructive. Mhm. Or maybe trying to send a message? This used to be her old bed. First thing she bought when she settled in. Come on, work, you piece of junk! I know you're awake. No, I'm not. Then how are you talking? I'm a celebrated sleep talker. Come on, get up. I need your help. Did you try rebooting Ein it? kurzes That's Game. honestly all I got. I have tried that. If I don't get this done by noon, Walter won't run the article. What do I do? Okay. Let me see it. Thank you. It just won't respond to anything. Do you want a back rub while you work? As your hero, it's the least you could do. I'll do more than that, my white knight. Oh, you will, my princess of the typefaces. Of course. When you fix it. Nur gute Erinnerungen, ne?
Jones Sachen wurden durchsucht, ne? Why is it so dark in here? As if her week wasn't bad enough already. I should erase it. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. Wir lassen alles, wie es ist. This room feels so different now. It felt like mine once, but it never was. I guess Anna must have left it on, but she had her laptop with her. Is this Nick's? Und er ist eingeloggt. Huh? Is someone downloading something off Nick's laptop? Sag ich doch. Ist das dieser eine Typ aus dem Dingsladen hier? Wie heißt er denn? Sam! Aus dem Drugstore. Sam! Oder? Dieser Junge. So sah er zumindest aus. I Das think ist meine whoever trashed Vermutung. your house just Hat was trashed damit zu me. tun. Can you stand? Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird, loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? Warum hat er den Laptop nicht abgemacht und dann mit runtergenommen? Eigentlich. We need to find the man that clocked me over the head. They know what they took, and I bet anything they knew Nick. Has Nick seen or been talking to anyone out of the ordinary lately? Anyone new? No. No, I don't think so. I don't... Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. But if he was secretly meeting someone there to interview for a story... It'd be worth taking a look. Dieser Punkt, der ist ein bisschen irritierend. Your father called. Said there'd been a break-in? Couldn't they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. Als ob die den nicht durch die Scheibe gesehen hat jetzt. Sorry! I was just in the bathroom. Be right out. Go. Hm. Nick's fishing shack. Lot of memories here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to?
Joan rides this bike everywhere. Which is impressive with how far away everything is out here. What's it doing here? Gute Frage, habe ich mich auch gefragt. I remember teaching Bug how to roast marshmallows. Hers turned out great. Mine were always burnt. You know, fishing's a lot like life. Practice, patience, and perseverance hooks you the big one. Dad, not everything is a life lesson. Actually, I was talking to Muley here. Oh, that's fine. He's got a lot to learn. You know, I'm better at fishing and life than you are. Whatever you say, Muley. Aw, worms are so cute. You sure are, Bug. Can you hook me another one? Can't catch a fish without bait. I don't want to hurt it. Come on, it's just a worm. Here, Bug, just hand them over and I'll bait it. No, I'd be an accomplice then. Don't worry about it. The point of fishing isn't to catch anything anyways. Süß. Die Tür ist offen. Bug? Muley? How did you... Does my mom know? Does your mom know what? What is this? Mom doesn't know. Good. I've decided to leave town. Bug, this is not a good idea. I've got food for 5 days. I'll hitchhike and bike down to Virginia. Do you have any idea how far that is? About 80 miles to get down to my Aunt Lisa. My mom hates her. Don't try to stop me. You can't leave like this. Not without telling anyone. Oh, yeah? Why not? That's what you did. She's Ja. serious about this. Careful, Sam. This is not Aber er war good. erwachsen Maybe und try to bring up her mother again. hat einen Fehler gemacht. Is there something wrong with your mom? No, I'm running away because things are so great. Plus, I know what she'll say. Calm down. Think of the common good. She doesn't do anything, just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was a miss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though, we should have a talk with her later. Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here. I'm here now, Bug. I have your back. You're not here. You're just visiting. I tried to tell you about my dad and you just blew me off. You were just in such a hurry to get back out of town and leave us all behind. I'm done relying on others. My dad I could rely on. But he's gone. There's nothing else for me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. I care. I believe you, and I'm investigating like you asked. Yeah, I know about the wake. You approached a few people, but you dropped it as soon as it got uncomfortable.
Anyway, it's not like I expected any different. This place is full of gutless, patronizing adults. And I'm sick of this dumb little town. It's choking me, and I need fresh air. I need someplace I can think, not here. Sounds like Basswood really failed this kid. I mean, what am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In 10 years? You like insects? How about someone who studies them? Would you like to be an entomologist? Go around the world, collecting bugs? You remember? Yeah, bugs are cool. That does sound fun. You can leave Basswood that way, but you can't do it without finishing school. It won't be easy, but it's better than just wandering out in the dark. Focus yourself on your goals. I know your father would be proud of that. You're just telling me what I want to hear. Or what you think I want to hear. Die ist schwierig, die Kleine. I just want the truth. For once, from someone. I'm wasting my time here with you. Hätte den letzten Don't Satz nicht touch sagen me. sollen. Das ist, glaube ich, zu viel I'm gewesen. sick of you. I'm sick of this town. And so, I'm going. And you can't stop me. Sam, we have to do something. She just wants honesty. She doesn't care about bullshit. I can relate to that. I'll tell her what we found out about Nick's death. You can't do that. Doch. You're the adult. She's the child. Ich Do you kann want her to das. start looking for the people who killed her father by herself? Do the responsible thing. Make her stay. It's for her own good. You were right, Bug. Your father didn't die in that crash. Someone killed him and covered it up. Made it look like an accident. Now, I don't know who did it yet or why. That's why I came here. That was maybe too much, Sam. She's a kid. I was right. You were right. I need you to not tell anyone, though. I won't. I won't tell anyone. Not even my And I mom. need you to stay at home. I will. I'm gonna go home right now. Thank you, Sam. Wie er eben schon gesagt hat, unsere Instinkte sind besser als seine. Teilweise. Me neither. But hey, it worked. Now that I've kept your daughter from skipping town, let's see if you've kept anything hidden out here, Nick. Joan always liked bugs. Super, super Joan. Dann ist Joan durchgestrichen. Bug. Super Bug. We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Oh, er war jagen dann? Die letzten Jahre? Back when Nick and Kathy were college sweethearts. Clearly Bug was there too. There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? Vielleicht weil Infos drauf standen. Nicks Computer war der Grund für den Einbruch in Annas Haus und dafür, dass sie mir jemand eins über den Schädel gezogen hat. Der Angreifer hat sich mit Nicks Dateien aus dem Staub gemacht. Die Frage bleibt also, was hat Nick aufgedeckt? Und wie hat es zu seinem Tod geführt? Als ich zu Nicks alter Anglerhütte ging, um Nachforschungen anzustellen, traf ich dort auf Joan. Sie packte gerade ihre Sachen, um von zu Hause wegzulaufen. Die einzige Möglichkeit, sie davon abzuhalten, war ihr die Wahrheit über Nicks Tod zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe. Kathy und Nick verliebten sich im ersten Semester im College in Connecticut. Es war eine dieser Partys mitten
in der Woche, zu denen Nick dich immer geschleift hat. Du warst, was zu trinken holen und als du zurückkamst, fandest du Nick in einer Ecke mit diesem Mädchen reden. Oh. Du hast sie nicht mal angesehen. Nick einfach sein Bier in die Hand gedrückt und da war dieser Moment, in dem du ihn fast weggezogen hättest. Zurück in die Menge, zurück in sein Leben. Fort von der Hochzeit und dem Baby und dem Job in Basswood. Aber Kathy hatte bereits seinen Arm ergriffen, lächelte und redete mit ihm. Und du warst es, der von der Menge weggerissen wurde. Dennoch, in diesem Augenblick lag alles, was Kathy dir stets vorwerfen würde. Glaubst du, du warst eifersüchtig oder war es die Bitterkeit, dass du auch sie nicht, dass du auch sie nicht vor ihrem zukünftigen Leben bewahrt hast? Es war Liebe auf den ersten Blick, das erzählte sie allen und er auch. Niemand trägt die Schuld daran, dass sie sich geirrt haben. Bug never was the social type. Just like me. Plätze drin? Puppen. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. Man, Bug certainly grew up faster than I realized. Ja, das Trinken nicht mal eingepackt. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Vielleicht ist da was Nick anderes. always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bug's reach. Don't see the keys. It was probably too obvious a spot. Tell a 3-year-old kid about tardigrade man, and this is what happens. Now, this record is fraudulent. Nick stretched his fish to beat mine. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Whoever killed Nick, I probably know him. Grew up with him. Even if you don't know them, they know you. Nick, Dennis, gone. A stone-cold killer walks the streets of Basswood. Things like this can really make you feel isolated, make you realize that at the end of the day, you're in this alone. Weg ist er. Danke für die Bestätigung. Das war mein Gedanken. Ich möchte mit mir rumreden. Bisschen Gedanken gesammelt gerade. What a fishy hiding spot, Nick. Always did love your cliches. Nick, what were you hiding in this bag that's so important you had it locked up? Ist nicht abgesperrt Nick gewesen. wasn't the type Achso, to das remember ist ein passwords. Schloss. He
Probably left himself a reminder. Like many people, Nick kept a few guns, but never at home and always locked up. A prescription for opioids with Kathy's name on it? These are pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. An article by Anna about a place called The Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Eine kleine Gemeinschaft kümmert sich um jene, die durchs Raster gefallen sind, von Anna Miller. Ich spreche mit Tyler, einem Mann weniger Worte, Mitte 20 und mit jeder Menge Tattoos. Über den Ort, an dem er lebt und warum er hier ist. Es ist kalt genug, dass ich bereue, keine zweite Jacke mitgebracht zu haben. Seine Hände zittern jedoch nicht vor der Kälte. Dies ist sein 7. Rückfall. Während seines 2. Rückfalls verlor er seine Freundin. Beim 4. seine Familie. Beim nächsten versuchte er, das Haus seiner Eltern auszurauben, aber stattdessen schlug sein Vater ihn fast tot. Es ist nicht so, dass ich ihnen wehtun wollte. Ich brauchte einfach nur Geld und es ging mir so schlecht, dass ich dachte, dass ich sterben muss. Das Haus meiner Eltern war der einzige Ort, von dem ich wusste, dass es da Zeug gab, das ich verkaufen könnte. Dad hat mich erwischt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er hat mir in den Arsch getreten. Hat mich mit einer Lampe verprügelt. Ich kann es ihm nicht verdenken. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe mich zu sehr geschämt. Jemand musste mir in den Arsch treten. Jemand muss mir immer noch in den Arsch treten. Lynette Branham, 52, mit ergrauendem Haar, sieht ihn voller Mitgefühl an. Entschuldigung. Lynette ist es, der das Land gehört, und sie legt die Regeln fest. Wenn es darum geht zu entscheiden, wer gehen muss oder wer bleibt, ist sie Richterin. Geschworene und Henkerin in einem. Dieser Ort heißt die Bucht. Als die Mine im Ort stillgelegt wurde, verloren eine Menge Leute ihre Arbeit. Und einige von ihnen hatten keinen Ort, an den sie gehen konnten. Drogen und Kriminalität stürzten sie in jene Muster, denen verzweifelte Menschen oftmals anheimfallen. Und Lynette erwischte einige, die auf ihrem Grund und Boden zelteten. Sie erlaubte ihnen zu bleiben, solange sie die Regeln befolgten. Kein Diebstahl, keine Gewalt. Obwohl sie im Laufe der Jahre recht viele Leute rauswerfen musste, ist das nicht immer von Dauer. Tatsächlich hat sie gerade einen von ihnen wieder aufgenommen. Er möchte nicht namentlich genannt werden, aber er hat eine Menge mit Tyler gemeinsam. Ein schlechtes Verhältnis zu seiner Familie, eine Mutter mit eigenen Drogenproblemen und eine Vergangenheit voller Gewaltverbrechen. Dieser junge Mann erzählte mir, weshalb er zurückgekommen ist. Ich kann es da draußen nicht schaffen. Jeder haut mich übers Ohr. Ich versuche nur, mich nicht selbst übers Ohr zu hauen. Er hat Schwierigkeiten, still zu sitzen und droht jeden Augenblick vornüber zu kippen. Gleichzeitig hat er eine bestechende Tiefgründigkeit an sich. Ich war mal ein halbes Jahr lang trocken. Kann mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal getrunken habe. Bin in Mars Schnapsschrank eingebrochen, als ich 5 war. Einige Leute sehen diesen Ort und denken sofort an das kalte Klischee von den Aussteigern in den Bergen, aber das ist es nicht, worum es bei diesem Ort geht. Dies ist eine Gemeinschaft. Sie alle treiben dahin, verloren im Fluss des Lebens, ohne einen anderen Ort der Zuflucht, aber mit dem Verlangen, es besser zu machen.
Lynette schüttelt den Kopf, während er zum Ende kommt. Sie lässt mich bleiben, sagt er. Ich frage ihn, woher er das weiß. Wenn nicht, wäre sie geradewegs zu mir gekommen und hätte mir gesagt, dass ich verschwinden soll, antwortet er. Es ist wahr. Lynette lässt ihn bleiben, solange er verspricht, es nochmal zu versuchen. Sie hat viel Geduld. Die braucht man auch, sagt sie, nachdem der junge Mann sich hingelegt hat. Jeder wird auf seine eigene Weise mit Schmerz fertig. Der Weg, der letztendlich dazu führt, Fehler zu machen, kommt in vielerlei Formen und einige davon sind fast unsichtbar. Es sei denn, man sucht danach. Wir alle straucheln hin und wieder. Die meisten Menschen brauchen ein paar Versuche, bis sie nach einem Rückschlag wieder aufstehen können. Und wenn niemand da ist, der ihnen hilft, dann fallen sie einfach wieder hin. Die Bucht gibt mir Hoffnung. Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? Denk dran, Raupe. Hallo? Ich komme nicht raus? Den Kalender hatte ich noch nicht in der Hand, ne? It has to be the same D he was talking to in his emails. Die will sich treffen. All right. I think I went through everything here. Nick's note mentioned a caterpillar. I think I just found it. Let's see what we have here. Das ist schwierig, weil ich habe meine Tasten sind woanders. Ich muss aufpassen. Das ist vertauscht für mich, weil ich einen Nintendo-Controller habe. Und dann muss ich langsam machen. Bargeld? That's a lot of cash. More than Nick could make in a decade. Opioids. From D? Nick, were you looking into drug trafficking? Nick was gathering at the Cove, and that's how he found his informant, D. It's the person he met the night he died. I just need to figure out who it is. Tyler Richard. Der sah aus wie Richard. JR von Anna interviewt, taucht aber nicht im Artikel auf. Ende 30, nicht mehr zugänglich. Ehemaliger Bergarbeiter. JR hat auf der Straße gelebt, wann immer er konnte, als Handwerker gearbeitet und wurde, als es ihn nach Basswood verschlug, Bergmann. Nach der Stilllegung der Mine wurde er wegen Drogenbesitzes verhaftet. Jetzt, da er draußen ist, lebt er in der Bucht, kann nirgends anders hin. Bleibt für sich, versucht clean zu werden, aber es ist ein andauernder Prozess.
aus dem mittleren Westen Michigan, hat angefangen zu rauchen, versucht schlechte Angewohnheiten durch weniger schlechte zu ersetzen. Hat nicht funktioniert. GER, Justin Reynolds. Okay. Sammelt Radkappen. Hat eine Winchester in seinem Truck, hat lange in seinem Truck gewohnt. Dreht seine Zigaretten selbst und hat mir gezeigt, wie es geht. Nimmt gelegentlich noch Drogen, liebt Tarnklamotten. Tyler Gilliam, Mitte 20, betrachtet sich als Beschützer der Bucht, stellt sich schützend vor Lynette. Tylers Interview mit Anna war herzzerreißend. Ihm ging's mies, so mies, dass er ehrlich erstaunt war, dass er bei meinem nächsten Besuch in der Bucht noch lebte. Er wäre sicher nicht das erste Mitglied der Gruppe, das den mitten in der Nacht eine Überdosis rafft. Sehr aggressiv, hat einen Großteil seines Lebens hinter Gittern verbracht, meist wegen Körperverletzungen, nicht zum Feind machen. Clean seit dem Interview. Woher hat er seine Drogen bekommen? Dicky. Fragt andauernd nach Anna, kocht gern. Dicky. War das die Antwort auf die Frage darüber? Oder ist er Dicky? Dem an Dicky ist Richard, hä? Richard, Anfang 30. Anfang 30? Der sah aber nicht aus wie Anfang 30. Rastlose Augen, sogar nüchtern, angespannt und offensichtlich in der Bucht nicht gern gesehen. Wollte in Annas Artikel nicht namentlich genannt werden, wegen seines Vaters, der eine Lieferfirma leitet. Klüger als er aussieht oder so dumm, wie er sich gibt? Immer noch schwer zu sagen. Beides. Noch süchtig? Ja. Wer ist der Dealer? Tyler, Lynette, JR, Kyler, Dicky. Richard ist Dicky. Das ist ein Spitzname. Dicky hat Tyler Drogen verkauft. Herausfinden, wer ihm das Zeug beschafft. Richard, aka Dicky, aka D. Looks like I found who I was looking for. Der Typ, der dich dumm angemacht hat, ja. Nick suspected a drug ring flourished here in Basswood after the mine closed. He had an informant, Dicky. Probably a low-level drug dealer, and he also had a lot of cash on hand. More than a reporter should. Dicky set up a meeting with Nick, and now Nick's dead. Dicky may be the only person who knows what really happened. Dicky ist derjenige, der dir das Ding übergezogen hat. He lives at this place, the Cove. Ziemlich sicher. Or he did. Anna wrote that article on it. She has to know where it is. Das ist endlich weg. Hast du etwas am Angelplatz herausgefunden? Ja, weißt du, wo die Bucht ist? Das ist so eine kleine Kommune am Stadtrand. Die mögen keine Leute, die sie nicht kennen. Ich komme gleich wieder. Ich muss hier noch ein bisschen umsehen. Ich muss mich hier noch ein bisschen umsehen. Wir sehen uns dann. Erzähl mir alles, wenn du hier bist. Lässt du das jetzt einfach so offen da liegen? Bug never was the social type. Just like me. Bärtierchen, Mann. War nicht das gewesen, was Joan haben wollte. Sie wollte einen Comic namens Captain Corset. Die Piratenprinzessin, die über den tiefsten Tiefseegraben segelte, aber Nick hatte es an einem der Wochenenden, an denen er sie nehmen sollte, eilig und kaufte den falschen Comic Fuel. In der Carter Road hatte keine Piratenprinzessinnen mehr. Joan war kaum alt genug zum Lesen, also hoffte Nick,
dass es keine große Rolle spielt. Tat es aber. Sie weinte den ganzen Tag. Schließlich warst du es, der ihr die Abenteuer von Bärtierchenmann vorlas. Verglichen mit der säbelschwingenden, gewitzten Prinzessin machte Bärtierchenmann nicht viel her. Er war alt, kahlköpfig und hatte ein gruseliges, violettes Gesicht. Aber du hast von Anfang das Faszinierende am Bärtierchenmann erkannt. Ein unkonventioneller Held aus den Tiefen des Weltraums, den muss man doch einfach mögen. Denk mal drüber nach, hast du Joan gesagt. Eis, Feuer, Druck, sogar giftige Strahlungen konnten ihm nichts anhaben. Als die Dinosaurier ausstarben, blühten die Bärtierchen auf. Plötzlich weinte sie nicht mehr und hörte zu. Der Bärtierchenmann war halb Bärtierchen, halb Mensch. Halb Außerirdischer und er hatte eine krasse Überlebensfähigkeit en masse. Was? Und er hatte eine krasse Überlebensfähigkeiten en masse. En masse, das bedeutet viele. Ach. Aber er hatte eine krasse Überlebensfähigkeiten? Eine? Mehrere. Eine viele hatte der. Eine viele Überlebensfähigkeiten. Ah. Joan mochte das Wort. Ich habe jetzt Freunde en masse, sagte sie. Wer sind sie? Hast du gefragt? Jemand aus der Schule? Nein, du Muli. Und den Bärtierchenmann. Ach, nein, du, Muli, und den Bärtierchenmann, so rum. Bärtierchen haben noch eine andere Fähigkeit. Sie können 30 Jahre schlafen und wenn sie aufwachen, machen sie genau dort weiter, wo sie aufgehört haben. Die Übersetzung ist nicht ganz passend. Wäre es nicht toll, wenn Freundschaften auch so funktionieren würden, Sam? Ja, Nick gone, I guess we both vielleicht. lost our best friend. Manchmal auch nicht. Okay, ich glaube, wir haben alles. Bess barely asked about the break-in. She seemed more focused on your fight with Dennis. I'm on top of the suspect list. Or at least I would be if I was her. Bess said I should call her if I found you. She believes you're dangerous. You were right back at the Basswood Jungle. I think we're on our own. Don't try to arrest me now. We have to find Dickie. I can't let Joan down. I'm sure Dickie's still there. He had no other place to go. What are you two doing? The longer you run from the police, the worse it'll be when they catch up with you. Explain everything. That makes sense. The Cove is a wonderful place. A sort of commune. Es macht vielleicht Sinn, das alles zu erklären. Aber wenn wir Dick haben, Dickie, kann er helfen? Covering junkies, ex-gang members, and you'll need to be extra careful. Some of them used to work at the mine. So, how should we handle finding Dickie? You and I are gonna figure something out together. Don't worry. Or worry a little. Just not a ton. Oh, trust me. I'm worried a ton. Just not a shit ton. We just need to be careful and look out for each other.
This town has like 17 people in it. You've met the killer. I'm not saying you have to run and hide. Just be careful about the lion's den. You have options here. Real life, isn't it? That's enough. What's enough? Enough of a plan. I think we have enough of a plan. Do we? I just get so angry that someone did this. Killed my friends, invaded my home. It's the worst feeling. Like part of my soul has been stolen. We need to find out who did this. I need to take back from them what they took. I need to find some small piece of feeling safe again. If that even makes any sense. It's the knowing they might get away with it. The lie they made up being seen as true. That just burns a hole right through me. Yeah, you're right. I think. Then I think something else 10 seconds later. Because you've got this. Easy. Look at you. So together. You got so drunk, you've forgotten anything that could have been remotely useful. Your friends are turning up dead. You're getting brained by burglars. And now we're riding straight into the back roads with no backup. You're afraid to let things go. Maybe she'd be lucky if she never saw you again. Are you still with me? Yeah. So you're just gonna keep telling me off. Disregard my advice. Well, if you think you know better, Sam, no reason for me to linger. Enjoy your little investigation without me, Sam. Don't get us killed, okay? Here. This is the cove. Oh, ich habe ihm jetzt Get ja your head on zugehört. straight. The cove. We're here. Right. Oh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ist er jetzt am Zweifeln? Ups. Ist ganz schön dunkel geworden Sam, schon. You sure you want to keep going? Not really, but it's not like I have much of a choice. Sam, if you need to take a moment. No, let's do this. Who the hell are you? Anna, what are you doing here? Tyler, you look healthy. You ain't the only one surprised I'm still alive. Who's the narc? I'm Sam. Was I talking to you? This is Sam. He's a friend. Yeah, lucky for him or I'd have thrown his ass out already. So what are you two here for? It's a long story. We'd like to have a word with Dickie. Have you seen him? What'd he do now? Look, just talk to Lynette. She makes the calls on her land. Thank you. Really. Yeah, I know. Is he always like this? He's pretty much the gatekeeper around here. Interviewed him last time I came by. I'm gonna talk to Lynette. She's kind of in charge. I'll go see what I can find. Okay, but be careful. People only end up here if they have nothing left to lose. Ich habe beschlossen, nicht mehr auf die Stimme meiner Zweifel zu hören. Ich muss mich konzentrieren, besinnen und ich selbst sein. Aber jetzt nur für diesen Moment oder für den Rest des Spiels? Aggressiv, verteidigt sein Revier und seine Leute, ist wohlwollend gegenüber Anna, aber nicht gegenüber mir. Ja, du bist ja auch unbekannt, ne? Er weiß ja nicht, was du hier willst. Looks like it was finished recently. Why a bear? Warum nicht?
She looks like she's used to fending for herself. Oh. Watch it. The place is full Ist der of wood dumm? shavings. Why do you have an open flame? I don't remember asking for your opinion. Fair enough. I'm Kayla. What do you want? You seem to enjoy wood sculptures. You'd have to be an idiot not to. And creating something out of nothing and then turning it into something else? That's as close to real magic as we can get. So, you gonna tell me what you're here for? I'm looking for a guy named Dickie. Don't know where he is and don't care. He might be off with his stupid quad bike thing for all I know. Quad bike thing? Loud, goes off-road, has 4 wheels, makes you look like an asshole. Occasionally Sag ich leaks doch. gasoline and would have burned down the whole camp. Tyler didn't save his sorry ass with his fire extinguisher. Well, I'll see you around. I don't feel like you have to. Dickie must have one of those off-road quads. He could still be here right now. I need more info to figure out where Dickie is. Hallo. They seem pretty proud of this place. Not what I was expecting. She fits right in. And always fits right in. Tyler set himself up nicely. A guy who wants everyone to know he's ready for a fight. Tyler, right? Jackass, right? Some people call me that, yeah. Huh. I'll bet. How did you and Anna meet? You're not the type she normally hangs out with. Maybe you're not the type she normally hangs out with. You ever consider that? Trust me, I have. How do you end up in a place like this? None of your goddamn business. Just tell me where Dickie is and I'll leave. Either that or you'll leave when I break your face. Look, Anna's a friend. She spent some time down here with us to do that interview thing. Told my story, did good by me. By us. And that guy that came after her, Nick, he's solid. Came down here 3 or 4 times. Taught me a great recipe for bass. But you're just some asshole. Dickie's one of ours. Don't think you're getting anywhere near his trailer. So beat it before I break your knees. Er ist sehr unfreundlich. Hier ist Bess. Ich versuche, sie wegen Dennis Garner zu erreichen. Es gibt Zeugen dafür, dass die letzte Nacht eine Auseinandersetzung hatten. Wir haben den ganzen Vormittag ihn gesucht. Wir müssen ihnen ein paar Fragen stellen. Oh, das kann ich nicht ganz lesen. The clock's ticking. Cops will start looking for me soon. So Dickie is in one of the trailers. That narrows down my search. I'm getting there. Just need a bit more info to close in on Dickie. Makeshift ashtray. Probably keeps down on fire risks. Here we don't call 911 steht da. Now that's a man that wants to be left alone. What's up? You a friend of Kayla's or something? Name's JR. Wait. You're that fucking reporter.
I was. Fucking up everyone's lives. That's a real talent. Former miner. Get the fuck out of my face. I'm just looking for Dickie. And you think I'll snitch? Get the fuck out of here. You keep bothering me, and I'm gonna stop being nice. I need to find out where Dickie's hiding. He's here somewhere. Dickie could be here, but I need to be sure. Every second counts. Dickie could be here, but I need to be sure. Every second counts. Das sind alles Plätze, wo ich nicht hin kann. Ne? She definitely has the air of someone who's in charge. And it was going well. It's just, I don't know, hard. It doesn't get easier. Oh, this is Sam. He's a friend. We used to date. That much is painfully obvious. Is it? Yeah, it kind of is. I'm Lynette. What are you here for, Sam? We're looking for Dickie. Yes, Anna told me. She's not going to help us find him. I do not throw people to the wolves. And you, Sam, are a wolf. You've never had any trouble with him. This is my land. All those who have lost their home are welcome to it, as long as they can follow a few simple rules. Even if Dickie lives on the fringe of our community, he is one of us. All he wants is to be left alone. I would think you, of all people, would understand. I read the article Anna wrote about you and this place. Wait, you read it? When? Nick's fishing shack. Oh. What led you to create this community? I found there were souls in need of help after the mine closed. The world is a cruel place. We all need a touch of kindness in our lives. You're definitely that, Lynette. Thank you, my dear. But don't sell yourself short. Your article brought Kayla here, and even some generous donations have come in. Did you get your answer, Sam? Auch so schnippig. It'll do. Tyler said Nick came here before. What did he want? He took an interest in my people. He wanted to know their stories. Such as? Sam. Well, the long, sad stories most people do not want to hear. We all stumble during our lives. Knowing how we fall and how some make it out can provide guidance for the future. Ist immerhin auch Don't you immer noch think? Journalist, ne? Also. All right. I appreciate you answering my question. Of course. We have nothing to hide. I'll go now. Thanks for indulging me. Naturally. So Dickie lives here, but his place should be isolated from the others. I know enough to make an educated guess. Dickie's gotta be in one of these places. Dann klingt das da oben nicht ganz so. Also wirklich isoliert sind die ja alle nicht. Ich finde jetzt nicht, dass sie isoliert aussehen. So hoch kam ich nicht. Ne?
I need to find out where Dickie's hiding. Ich würde He's halt here eher... somewhere. Ich würde eher hier tippen, weil das ist doch schon ein bisschen mehr isoliert. Steht da ein Fahrzeug? There's a quad, but Dickie's supposed to be in a trailer. Hm. Quad. Isolated. Someone lives here. That's where Dickie's hiding. Time to pay him a visit. I only know you by reputation, and what I know I don't like. You don't get to just gallivant around here however you damn well please. So back the hell off. Das ist, weil ich ihn angeredet habe, hätte er sonst nicht auf mich geachtet. Hey, I don't want any trouble, just... sorry. I should kick your ass out of principle. Hey, man. This guy ain't worth it. Just forget him. But if he doesn't get the message soon, I'll help you work him over. Got it. Got it. I'm gonna get past these two if I want to reach Dickie. I need to get them to look away from his trailer. Around Kayla's tent is the most efficient spot for a distraction. It's at the opposite end of the camp. They'd have their backs turned to me. But I still need a place to hide. They'd suspect me right away. Cabin stands right in the middle of the camp, far enough from everyone for them to not notice me. Close enough to reach Dickie before they come back. It'd be my best shot. I have a plan. All that remains is to figure out the details. Möchte ich das denn überhaupt? Das ist die andere Frage. Pre-Socratic philosophy. Dog-eared and well-read. Kayla and her family, I'm assuming. Wonder how long it's been since she saw him. Und jemand ist weggerissen. Vielleicht ihr Ex-Freund? With all the flammable lacquer and varnish, this thing catching fire is sure to divert attention. Du kannst doch nicht It's out of the hingehen. way, so no one should get hurt, but there will be lots of chaos. I just need to Nee, work out the exact details. das möchte ich nicht. Hör auf damit. These shavings would be perfect kindling. It won't take long for the fire to reach those, and when it does, they'll go up in flames in a second. Need to account for that. Varnish. Can's empty. Probably used on that statue. Very flammable stuff. If I lit the wood shavings, the varnish on the statue would catch fire. Aber ich möchte das nicht. The statue will be collateral damage once the fire spreads. No other option. I Doch. can get the fire going, but it won't do any good if they put it out right away. I need to check for ways they could put it out. The fire needs to burn long enough to distract, but small enough to be manageable. Don't want to see the whole place go up in flames. Lass das. Ich möchte das nicht machen. Die hat so viel Arbeit da reingesteckt. Lass das doch. Sag mal, Isi, was du tun sollst. Hä? Wie meinst du das denn? Hallo? Gibt es sonst noch irgendeine andere Option? Ich möchte nicht ihre harte Arbeit abfackeln. I saw a fire extinguisher in here earlier. If Tyler gets it, the fire might not burn long enough for me to reach Dickie.
Guess that explains how he ended up here. Dear Mr. Reynolds, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass West Virginia Coal Inc. nach einer Reihe kostspieliger Gerichtsverfahren und Bußgeldern in finanzielle Schieflage geraten ist und vor 3 Tagen einen Insolvenzantrag nach § 7 gestellt hat. Infolgedessen wird ihr derzeitiges Arbeitsverhältnis aufgelöst und das Unternehmen stellt zum Ende der Woche sämtliche Aktivitäten ein. Alle ausstehenden Löhne und Krankengeldansprüche werden ordnungsgemäß ausgezahlt. Die Versicherungsansprüche bleiben bis zum Monatsende gültig, erlöschen jedoch danach. Mit freundlichen Grüßen, Morton Hendricks, Leiter der Personalabteilung New Virginia Coal Inc. Schlusswaffen und Erotikmagazin. Schön. It's deep enough. Could squeeze in here. Shovel, hose, bucket. Nothing useful, but there's enough room to hide in here. Naja, die werden wohl ein Bucket holen gehen und Hä? Hat der den Tisch nicht genommen? If they're in a panic, they might not see me hiding under this. If I sabotage Lynette's old hose, she'll have to find something else to put the fire out with. She won't like how this goes down, but it's the only way. Nee, es ist nicht der einzige Weg. Hör auf damit. Lass nicht anderer Leute harte Arbeit kaputt machen, nur weil du einen Typ zur Rede stellen möchtest. Ich finde, das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir hätten auf ihn hören sollen. Was für Quietsche. Mit wem denn? Ich kann ja mit niemandem reden. Ich kann doch mit niemandem reden. Dann betrachten. Er hat sich das in den Kopf gesetzt. Er möchte das jetzt auch machen. Mit Anna kann ich auch nicht reden. Die wird mir gar nicht erst gezeigt. Hier ist noch ein Grill. Das ist ja das. Er hat es sich in den Kopf gesetzt. Er möchte das jetzt durchziehen. Ich kann da nichts mehr dran machen. Ich konnte da vorher auch nichts dran machen. Ja, vielleicht müsste es nicht so weit kommen, wenn ich den einen Typen nicht angesprochen hätte. Er hat gesagt, besser nicht ansprechen, und dann habe ich ihn doch angesprochen. Ja. Dann, lass mich doch mal das Ding zusammenpacken hier. Oh, das stimmt nicht. Hallo? Ich habe doch alle Infos, oder habe ich nicht alle Infos? Ah, hier ist ein Eimer. Not a concern. Sand is effective against fire, but not that effective. Ist noch irgendwas, womit sie es ausmachen kann? No use. They won't let me anywhere near his trailer. I need a distraction. Es ist doch orange. Warum kann ich denn...
Oh. Ich kann doch alles zusammenfassen. Warum geht das denn jetzt nicht? Unfreundlich und misstrauisch, aber auch aufmerksam. Liegt es daran, dass sie die Augen einer Künstlerin hat, oder hat das Leben sie einfach schon von Kindesbeinen an gelehrt, dass sie für sich selbst kämpfen muss? Ja, ist ein ehemaliger Bergarbeiter. Das erklärt, wieso er hier lebt. Er kann mich nicht ausstehen. Lynette hat diese Gemeinschaft gegründet. Wie weit würde sie gehen, um sie zu beschützen? Sie ist großmütig, mitfühlend und man legt sich besser nicht mit ihr an. Sind alle sehr suspekt da, ne? Stelle sicher, dass das Feuer nicht gelöscht werden kann. Ja, aber wie? Wie stelle ich das denn sicher? Also, er hat jetzt nichts gefunden, was irgendwie groß. Das ist die Wasserpumpe. Oh, ich kann nicht hin. Ich kann nicht hin. Wasserpumpe. Wie sabotiere ich denn den Schlauch? Hier ist das Wasser. Ich habe das Gefühl, es ist kaputt. Ich kann das nicht machen, was ist da? Oh. If I hid Tyler's keys, it'd take him longer to get the fire extinguisher from his trunk. I've got everything I need. Jetzt habe ich but I alles. won't be able to do it by myself. I need Anna's help. Jetzt kann ich mit Anna reden. Aber das kannst du doch nicht machen. Bitte, Anna, hilf mir, ihn davon abzubringen. Hey, Anna. Can I have a quick sidebar? I found him. Where? The goon squad won't let me near it. Lynette isn't gonna be any better. They look after their own. I can get there, but I'll need your help. What exactly are you planning? I need to create a distraction to get to Dickie. Setting the bear statue outside Kayla's tent on fire would work, but it's critical I wait for Anna to act first, or I won't have enough time. Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started. I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me. After that, I'll hide in the cabin. Tyler and JR will leave to put the fire out. It'll give me a window of opportunity to run to Dickie's trailer unnoticed. Tyler will immediately run to his van to get the fire extinguisher. If he does get it, the fire won't burn for long.
Ich weiß nicht, was hinter dem Vorhang ist. Unter dem Tisch ist offensichtlich. Auch in der Hektik. Im Schrank ist ein Eimer. Deswegen weiß ich nicht. Würde der Wasserschlauch da helfen? Tyler will immediately run to his van to get the fire extinguisher. If he does get it, the fire won't burn for long. First step. The statue goes up in flames. This'll get everyone's attention. Lynette will go for her hose. She's right next to it. Definitely a problem. People would move differently based on what Anna does. I need to keep it in mind. Wenn ich den Schlauch sabotieren würde, würde sie mich ja da reinlaufen sehen, ne? Glaube ich. Oder rauskommen sehen. People would move differently based on what Anna does. I need to keep it in mind. Der hat mich abgeleckt. Geh mal bitte vom Tisch runter. Okay, also der letzte, der hilft, ist auch nicht richtig. Nicht direkt am Anfang schon? Wir gehen alle Szenarien durch. Also. Vielleicht muss ich auch mit Anna irgendwas. Also, er wiederholt ja das mit Anna die ganze Zeit. Also ist wahrscheinlich das Falsche. People will look away when the fire flares. I'll risk being discovered then.
Tyler will immediately run to his van to get the fire extinguisher. If he does get it, the fire won't burn for long. Mika, hör auf meine Hand abzustupsen. Abzustupsen? Du hast eine nasse Nase, lass das. If Anna breaks the hose, Lynette will look for a spare in the closet. Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Gleich wirklich alle Theorien durchgegangen. Aua! Idiot. Ja, das war mir so klar. Das war so klar. Okay, also wir können... Das geht ja auch nicht. Dann würde der mich ja sehen. Vielleicht muss ich... Ne, er rennt ja immer da hoch, ne? Ja. Wenn ich jetzt hier sage, wir gehen nach dem letzten. Wir verstecken uns hier unterm Tisch. Und wir machen nicht den Schlauch kaputt. Der ist eh schon bei allen unten durch. Nein, der hat einen Artikel geschrieben. Da stehen alle Bergarbeiter im Dorf, und das ist ein Bergarbeiterdorf, ihren Job verloren haben, und die hassen den einfach alle schon. Deswegen war er 2 Jahre weg und ist jetzt nur zurück wegen seinem Freund, weil der gestorben war. Weil er auf Beerdigung gegangen ist. Aber dann hat sich jetzt rausgestellt, dass es wohl doch kein Unfall war. Dennis ist tot. Genauso wie sein Freund. Ja, sag ich doch. Er sieht uns immer noch. Das Problem ist aber, das hatte ich auch schon, wa? Das hatte ich auch schon. Nee. Oh, das war falsch. Ich hab falsch gedrückt, nicht. Was? Aber Anna nicht? Ne, Anna war ja mal seine Freundin. Anna ist ja auch, Journalistin. Ich habe mich noch nicht ein einziges Mal im Schrank versteckt. Ist das was anderes? Dann vielleicht in die andere Richtung. People would move differently based on what Anna does. Wie er immer da so ertappt rumläuft. So. Hallo.
Ups. Ups. Es dauert ein bisschen. Also da, ich weiß gerade keine Schlussfolgerung. Keine richtige. Für mich. People would move differently based on what Anna does. Hey, pass auf, pass auf. I need to keep it in mind. Sie schaut im Schrank nach einem Ersatz. Es wird nicht funktionieren, wenn ich das jetzt so mache, aber sie schaut im Schrank nach einem Ersatz. Deswegen probieren wir es mal so. Vielleicht gehen wir erst danach da rein, davor da rein, dann sobald alleine wieder raus. Kann ja sein. Nee. Hallo. Erwischt. Das heißt aber, was ist, wenn ich jetzt hier sage, ich verstecke mich, hinterm Vorhang und gehe aber, sobald ich alleine bin. Die Kombi hatte ich, glaube ich, noch nicht, ne? Ich frage mich halt auch, warum geht der denn da durch? Der kann doch einfach hinten dran vorbeigehen. Das ist es. That'll do it. No one will see me get to Dickie. I need to time everything carefully. I'll only get one shot. Ich bin immer noch nicht dafür. You'll have to be cautious. I need you to sabotage the water hose. Unscrew the cap where it attaches so there's no pressure. Okay, but why? Do you trust me? Yes. Then trust me. Oh, I don't approve this. Der schöne Bär. Und Fuchs und die Eule. Die hat da bestimmt voll lang dran gesessen. Du bist so ein Arschloch. Someone help! It's burning everything! Help! Something's wrong with the hose. I'm not getting any pressure. I'll be right there. Just hold on. Hurry! Ja, das denke ich mir auch. Ich meine, die sind ja aus einem guten Grund auseinandergegangen, aber... Oh Mann. Sag ich doch, sie hat so viel Arbeit da reingesteckt. Das ist so... Und warum ist der so gemein? Ich glaube, der hat einfach keine Empathie, der Mann. Der hat Probleme damit auch einfach. Ich glaube, es hat ihm gerade ein bisschen leid getan. Mit Blick zu urteilen. Aber anders wären wir nicht hier reingekommen. Ja, und hätten uns verprügelt. Der wird gelöscht, ja. What the hell? I've been looking for you. We need to talk. Oh no, look. I'm real sorry I clocked you and shit. Clock me? You were the one that broke into Anna's house. You took something from Nick's computer. What was it? Where is it? I didn't know what was gonna happen, man, I swear. I'm a nobody, alright? I'm just a guy trying to get by, that's all. I just want to take care of my moms and live life. Leider habe ich sein Gewissen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das anders ausgegangen wäre. I hate to talk to him, but just like a quote or something. I didn't know he was gonna put so much together. He was gonna pin us to the wall.
And now I'm as good as dead. You don't understand, man. I can't. Stop rambling. What did you take? Kostet His coole Optik. notes about his article, about the dealing and the drugs and names of dealers, sellers, buyers, everything. I had to, or I was gonna be next. You gotta believe me. What'd you do with them? Where are they? I don't have them, man. I left the stick at the dead drop. Glasur und das sieht gut aus. He'll pick it up soon, and then it's done. No proof, Ja, vielleicht. nothing. Who's coming for it? Tell me who's coming for it. My boss, Declan. His name Ich is wusste, die Polizei steckt irgendwie mit drin. Shut a cop. Ich wusste nicht. You know him, everyone knows him. Na gut. Man, I'm totally fucked now. When he hears I snitched again, I'm fucking done. But how was I supposed to know Nick was gonna stir shit up? Are you saying he's involved in Nick's death? Tell me. Come on. Just let me go. Please, I already told you everything. So just let me go, all right? I really gotta leave town before he finds me. I'm begging you, man. Let me go. Let me go. Now! Anyone! Help me! Oh, Shut up! Hey, asswipe! war falsch. Hätte ihn am Kragen packen sollen. Should've known. Damn firebug. I'm gonna kick the shit out of you. Sam, we have to get out of here. Shut up. Your ass ain't any better. You brought him here. You've had this coming. I can explain. Oh, you'll explain all right. Someone give me my rifle. We're leaving. God damn it, woman! Sie hat gesagt, wir gehen, nicht ich. Deswegen war es nicht so schlimm. Ich glaube, wenn ich gesagt hätte, ich gehe, dann hätten sie mir eine reingeschlagen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich nicht mehr auf ihn gehört habe. 2 von 3 Mal. Weil er nämlich gesagt hat, er hört nicht mehr auf ihn jetzt. None of it does. Why would Declan do that? Er braucht He was always a stand-up cop. Now he's a crime boss? No time to think about it. Right now, we need to get to that dead drop. Nick probably gathered enough evidence to reveal what Declan was up to. Our word against his won't cut it. That stick is the only way we'll take him down. Or maybe you could just stay out of this? Declan's trying to save his skin. If you go against him on that promontory, he'll be trapped in a corner. This isn't a game. This isn't a puzzle. And you're dealing with a man whose go-to solutions to problems has been to kill them away. Is this why you told Joe you wouldn't keep Anna safe? To not feel guilty? You can't bring Nick back, but you can still save yourself and Anna. Breathe. Focus. Think it through. Declan's already killed 2 people. Nicht während dem Auto fahren. It's been a rough day, but you're freaking me out. Stop zoning out. We're just about there, and I need you to help me figure out our next Ich steps. dachte, oh Gott. At a place where someone Ja, put a nee. bullet through your head. Du kannst nicht, No, that's du kannst nicht während der Autofahrt dich anfangen zu konzentrieren. other than trying to save Das your musst du life. doch wissen. Das ist You're doch not auch nicht thinking safe. What are you looking at? You're focused on finding the facts and not focused on the very real dangers. You need to Auf focus die on the road, Straße. not on whatever daydream you're lost in. Just stop. You're the one that needs to stop. Sam, you're going too fast. You need to stop. Oh mein Gott. Oh Gott. Sam, Ich weiß nicht, ob das überhaupt verhinderbar war. Stop! Stop! Stop the car! Sam, are you okay? You nearly got us killed. Es. I need a moment. Oh, hätte ich ihm zuhören sollen? Wäre das dann auch passiert? Das wäre beides, glaube ich. Wäre so oder so passiert, glaube ich. Wenn er 2 getötet hat, muss er gestoppt werden. Ja, aber das ist nicht so einfach. Ne? Er ist halt Polizist. Der Polizist. Also, es sind nicht viele von denen dort. Yes, Sam, it's time. What's happening? Sam, I can't. Where are you going? Get back here. I'm trying, but it's not working. No! Nein! Control of my own mind. Where are you? Can you hear me? Can you even hear me? Fine. I'll come to you.
not freak out. You've been through this before. Stick to the fundamentals. Breathe. Focus. You can make it out. It still keeps going. It feels like I'm trapped in a maze. Halt dich rechts. Question is, where does it lead? There you are. You and I need to talk. What? What's happening? Remember the facts, Sam. That's how you'll get through this. Unfall, nicht gleich Feuer. Losing control of my own mind again. I'm almost making it a habit. At least I'm not being chased this time. Right? Ruf's doch nicht vor. I wish there'd been another way. Ups, falscher Weg. Wonder what's in store for me now. And I'm back to square one. I'm always starting from the same position and looking at the same door. Always tackle a problem head on. Of course. There's no running away from it.
lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Dennis ermordet. Hat sich gewehrt. Wurde erschossen, hat keine Chance gehabt. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. I don't need that right now. War der Weg eben schon da? Oh Gott, woher soll ich hier wissen, um wie viel Uhr war das denn? You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. They both deserve to be happy. Is that? Schildkröte? Your mother told me what happened. I know she's always pushing you to make friends. Yeah. Well, she's just afraid you'll end up alone. She doesn't want you to be unhappy. Is she happy? Not always. I'm not always happy either. Being happy isn't everything. I'd say it's more important to find out who you want to be than to be happy. Here, I brought you something. It's so clear. I can see it all at once. That's what gives it strength. It has nothing to hide. It can see itself for what it really is. Sein Vater und er, oder wie? It's not a flaw. It's a gift. Like a superpower, you know? When the world is a storm, you stand calm at the center. Da kommt es also her, das Glas. No. I need to have a real talk with myself. Where are you? Follow me.
muss mich konzentrieren. Geh weg. Nicht ins Licht oder was? What? Which one are you? Sam! Sam! Where are you? Sam! Sam, where are you? Sam? Sam! You and me, Sam, we can do this. Ja, aua. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. Dankeschön. Quick, toss the ring. Make a joke. If you don't manage to save face, it's over. Listen to her. Sometimes there's not a right thing to say. Tell her you want this. Be forward. She'll reconsider. If you don't, it's over. I thought that's what we were supposed to do. I'm sorry, I just wanted to fix things. Sam, did you really think doing something neither of us wanted would fix anything? Das war aber nicht, wie es gelaufen ist, glaube ich. Don't leave me, Lee. I don't have a lot of friends. No one at school talks to me, and you promised. Promise her that you'll be back. She'll like that. Apologize. She's a kid, Sam. She wouldn't get it. Just say you're really sorry. Explain yourself to her. Or try to. As best you can. She deserves that. Oder machen wir jetzt die Dinge so, wie sie hätten laufen sollen? It's not you, Bug. It's this town. It's Anna. It hurts and I can't stay. None of that is my fault. I know, but I still have to go. It's not fair. I understand, but it's not fair. I guess you finally win for once. Nickt immer. You're leaving town just like that. Not even an explanation for an old friend. Tell him the reasons. Give him a few and he'll be fine. Apologize. He wants to know it's not his fault. Maybe tell him you'll call.
He cares. Tell him how much you hurt. Everyone in town hates me. I think Anna hates me. I think I hate me. I have to get away from this place or I'm gonna die here. Inside at least. I get it. Just know I've always got your back, no matter where you go. So hätte es laufen sollen. Gelaufen ist es aber ganz anders. I know the real you is here. The rest are just illusions. I have to focus. Ich kann mir nicht mal was anhören. Oh, da ist noch jemand. There's only one of you. I can't just choose them all. Doch. Think. Focus. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Es scheint da also nicht zu sein. Das ist überhaupt das. They just want to put useless labels on it. Die Spiegelung. This conversation was over. He's not having a good time at school. He has trouble socializing. What does that even mean? He's having some trouble making friends, that's all. He's always talking to himself, to his imaginary friend. I had one at his age. If you had real friends, he talks to himself more than he talks to other people. You should consider what the one teacher mentioned. He doesn't need remedial classes. They just want to put useless labels on him. They're not remedial. Programs meant to help him with his social skills. It could be good for him. My son is not going to be in some dunce class. You were there when no one else was. And you've been there every step I've taken since. I'm ready. Hat er jetzt Abschied von ihm genommen? Schafft das jetzt alleine weiter? Mika, du bist ganz schön aufdringlich gerade. Mhm. Mhm. Geht nach oben.
Hey. Hey. It's been a long road. I think it was always coming here. You know? You've opened yourself up a lot more than I expected. Especially to Joan and Anna. You're finally back on the right path? I believe some of the credit is mine. Why does it have to be so complicated out there? I'd say we've had a good thing going. It was tough, but you made compromises. You adapted to other people. Wasn't it nice to feel accepted? We've had our moments, but they never felt authentic. I understand why you'd feel that way. The two halves of your world, they just don't mix. There's Sam, the well-adjusted human, and there's Sam, the depressed, truth-obsessed misanthrope, who doesn't realize objective reality is a subjective myth. I'll tell you what the truth is. To be happy, sometimes you need to focus on people and not things. Stop. I get it. I'm nervous. What if you make the wrong choice? Can I make a wrong choice? That's one I don't really have an answer for. Look, you've been helping me for a long time. Even today, without you, I would still be lost in my own head, in my own panic. Well, technically, that's kind of the case right now. Still, I'll take the compliment. But we both know I can't be split in two directions. I have to pick a track. Go along with me. Be a part of society. Be happy. Let things go. Accept the expectations of others. Stop pretending you're someone else. Or keep looking for a truth that may not exist and leave everyone else behind. But seeing the world for what it is, being able to make a difference, no matter the consequences. It's time. Two roads, and you can only take one. Willst du mir helfen zu entscheiden? Warum ist er auf meinen Schoß gesprungen? Ist schwierig. Ich glaube, wir sollten seinen Weg gehen. Aber dann wäre er ja weiterhin bei uns, ne? Oder? Was? Das ist keine Entscheidung, die man so einfach trifft, du. Da muss man drüber nachdenken. Würfel eine Münze oder Würfel? Nein. Guck mal, ich habe den Track verloren, also. Okay, schmeiß dich gleich vom Tisch, wenn du nicht von selber gehst. Runter. Dankeschön. Also er möchte, dass wir nicht wir selbst sind, uns aber anpassen. Oder? Oder sind wir das, die das möchten? Ui.
Was heißt denn, wenn ich den Gedankenpalast wähle? Was heißt das denn? Habe ich dann gelernt, alleine klarzukommen? Wenn ich ihn wähle, ist wahrscheinlich der Weg, dass wir nicht wir selbst in dem Sinne sind, ne? Ich hab's vergessen. Hat sie mir gerade gesagt. Ich habe auch zugehört, aber ich hab's vergessen. Ich weiß nicht. Aber er hat halt... Ist er dann noch bei uns? Ist er hier dann nicht mehr bei uns? Wir machen noch einen guten Weg, auch wenn wir nicht unbedingt immer auf ihn gehört haben. Ich glaube, wir schaffen das. The truth is worth more than any of us. Damn society. Damn being happy. I was afraid you'd say that. But you have to be you. I'll see you around. No, you won't, Sam. But good luck. The world is an ugly place when you can really see it. Jetzt tut's mir leid. Aber das heißt doch nicht, dass der ganze Fortschritt, den er schon gemacht hat, weg ist. Also, werden wir gerade verschluckt. Nee, gut. Ich wollte gerade sagen, kommt das Wasser näher? Das heißt doch nicht, dass er nicht in die richtige Richtung weitergehen kann, oder? Ich meine, er hat doch schon Anfang gemacht, auch mit Sachen, die nicht von dem anderen Sam entschieden wurden. Sam, we don't have time for this. No cell reception. If anything happens, we're on our own. Ist das jetzt, wie er Menschen sieht? Hat er Menschen so vorher auch gesehen? If Declan arrives, he's gonna see the car. He'll know someone is here. Declan could be here already. I should be careful. Irgendwie stimmt hier nicht. Finally pull yourself out of your daze long enough to join me. I was worried about you. It won't happen again. I'm here. 100%. I hope so. I need you right now. Ist egal, was für Antworten, er wird nicht ehrlich sein, glaube ich. Hopefully in the good way. Maybe we can bring Nick and Dennis some justice. I'm ready to see it end. This would be a lot worse if I didn't have someone else here with me. Sam, we can get all sappy once this is all over. Now we need those files. I can't find them anywhere. Gut, dass sie das gesagt hat. Hätte ich das nämlich gesagt, wäre ich wieder ein Arschloch. Did Dickie say where the dead drop was? He didn't. We'll have to keep looking for it. Did you already go through that side? I've been looking everywhere. So far, all I've found is a lot of gum under tables. Declan could be here any minute. Let's hurry it up.
The dead drop doesn't seem to be here. Too exposed. This would be the classic choice, but no. Nothing. Ich weiß wo. Rotten food. Probably too gross even for someone like Dickie. Nowhere to hide a USB stick here. A precarious path out into the dark. Not a bad metaphor for my life right now. I don't know why I let this place haunt me for so long. Die sieht hier bei Nacht noch viel schöner aus. Guck dir das mal an. Oh. Wenn alles leuchtet. I don't see it. Burying it would be a lot of work for Dickie. Anna's already searched over there. Dickie's stash must be somewhere else. No. Ich habe ihn einfach nur übersehen eben. Found it. You did? Let me see. With this? We'll be able to put Declan behind bars and clear your name. Come on. Hold it there, boss. Whoa. Declan. Now, you two just relax. We're here for the same reason. Now, all you have to do is give me what you found in that there lockbox. You... How could you look everyone in the eye and lie to them? You went to his wake? You drank with his friends. It was harder than you think. So what happens once you have the stick? Still thinking about that. You plan to kill us like Nick? Don't start thinking I enjoyed doing it. It just had to be done. It was just the same as with that drunk fool Dennis. All I wanted was to see how much he knew and get him to keep his mouth shut. Turns out he knew more than he should have. It doesn't have to end the same way this time. There's always another option. Almost sounds like you wising up some, Higgs. Doesn't look like you're willing to take the same fall from 2 years ago. Fuck that common good shit, right? You were one of Basswood's best. People counted on you. Don't even try to give me that. I've given enough to those two-faced hypocrites. Everybody's happy to shake my hand and say how grateful they are. As soon as you turn around, they'll stab you in the back. Eventually, I realized that's how people are. The only thing left is to adapt. Help keep a lid on things. And if someone's got a profit, might as well be me. Nick and Dennis, that part wasn't supposed to happen. But here
we are. And I'm done leaving behind loose ends. You asshole! Nein! Kann ich noch was machen? Das ist noch nicht eskaliert. Noch nicht. Okay. I have to think and move fast. Stay one step ahead of Declan. If I make even a single mistake, there are no second chances this time. He murdered Nick. He murdered Dennis, and he'll murder us. If I can predict his next moves, we might be able to get the upper hand. Who he is will tell me what he'll do. Die Waffe ist weg. I could tackle Declan to get him off Anna. Hat er noch eine Waffe? Er hat einen Walkie-Talkie. Er könnte, wenn wir die Waffe schnappen, nach dem Walkie-Talkie greifen und Hilfe rufen. Ein Stein. Declan came to tie up loose ends that night. Asshole shot me with my own gun. There's a good chance he took it. Still has it on him. You need to watch out. You're no good to anyone dead. Take it from me. Okay, das ist die Dienstwaffe, aber er hat noch die von Dennis. Das ist meine Entscheidung, die ich treffen kann. Er hat noch die von Dennis. Dienstwaffe liegt hier, Stein liegt hier. Muley, it's time to give it your all. Don't underestimate Declan. He's stronger than he looks. Anna's got maybe a couple of seconds tops Before he overpowers her. You gotta find a way to stop him, Sam. He'll kill you both. Ich weiß nicht, wie zielsicher wir sind. Ich würde den Stein wählen, weil er hat ja die andere Waffe noch. Wenn wir den Stein werfen, kriegt er ihn gegen den Kopf vielleicht. Aber vielleicht kriegt Anna den gegen den Kopf. Ich weiß nicht, wie wurfsicher der ist. Er hat noch die andere Waffe. Also wenn ich mit der Waffe auf ihn ziele, dann bringt das mir wahrscheinlich nichts, weil er auf mich schießen wird. Wenn ich ihn aber den Stein gegen den Kopf werfe, ist er erstmal im Straucheln und vielleicht können wir ihn dann überwältigen? Ich weiß es nicht. Throwing a rock at his head could disorient him. Ich glaube, ich nehme... Ah, das ist ja eh eine Hypothese, ne? Ich kann es nicht durchspielen. Ich kann es nicht mehr durchspielen. Oh, fuck. Wenn wir den Stein werfen. Throwing a rock at his head could disorient him. Gut. Ich könnte aber auch Anna treffen. Oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt zu helfen wird auch nicht helfen. Weil er noch die Waffe hat. Ihn mit der Waffe zu bedrohen wird nicht helfen, weil er noch die Waffe hat. Und er vielleicht trotzdem Anna erschießt. Wenn ich hier einen Stein gegen den Kopf werfe. Das ist das Einzige, was ich noch machen kann, ne? Nein. Sie lag gerade nur ruhig da, weil er Declan can't see me. pausiert. I have to use this to my advantage. I should strike him on his blind side and use the element of surprise. But that'll only work if I can predict what he'll do next.
Wahrscheinlich den erschießen, den er sieht. Anna's safe for now. I need to keep it up. Wird er nach der Dienstwaffe Declan might greifen? go for his gun. Nein. Er hat eine Waffe in der Hand. Er wird nicht nach einer Dienstwaffe greifen. You know Declan's killed 2 people already. Put them in the dirt. But he kills for reasons, yeah? He wants to destroy the evidence. Since your girlfriend has it. You better act fast, man. That man is a monster. And he'll Kill you and my little girl as soon as spit. But he ain't dumb. If he uses his service gun, it'd be traced back to him. And he's been covering his tracks so far. Er wird, also auch daher, dass er eine Waffe hat, wird er nicht die Waffe benutzen. Declan might continue going after Anna. Ist gut möglich. Declan might attack me now. Er weiß nicht, wo ich bin. Nee, ich glaube, er wird auf Anna losgehen, weil er sie sieht. Nein! Oh, warte. Ja, ich wollte noch mit ihm reden. You don't have to fight, just leave. None of this has to ever hurt you again. I'm done running. Ich wollte gerade sagen, das ist keine Option. Das ist keine Option. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Ich möchte nicht, dass Anna stirbt. Best move is to strike from the right. Give me the evidence now. You want to get shot? Wait! Here, take it. Son of a bitch! If I don't do something, we're dead. But if I do the wrong thing, we're dead. I have to stay focused. Account for all the elements at play here. Ich frage mich, inwiefern das wirklich auf das Spiel sich auswirkt, was wir jetzt alles entscheiden. Jetzt sind wir auf uns gestellt. Hätten wir den anderen behalten, wäre es wahrscheinlich anders verlaufen. Und dann könntest du den besten Weg wahrscheinlich noch wählen. You have to save Anna. We dragged her into this mess. I dragged her into this mess. If you could distract Declan, Anna might have time to get the gun. Keep his eyes on you, Sam. Das wäre auch meine Idee gewesen, dass Anna sich die Waffe schnappt. That ugly yellow phone is your best chance to call for help. That big jerk's not stupid. He'll probably keep an eye on that phone. Mhm. I could try calling for help. I could get behind cover. Ich glaube, behind cover gehen ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. I could rush him and try and take his gun out of the equation. Ich glaube, auf ihn zurennen würde nicht helfen, er würde schießen. Ich glaube, auf ihn zurennen würde er schießen. Auf das Gelbe, auf die Telefon rennen würde er schießen. Ihn ablenken, heißt das, ich soll auf ihn zurennen?
Was heißt ihn ablenken? Auf ihn zurennen? Oder hinter dem Baum verstecken? Oh Gott. Oh Gott. Was passiert, wenn ich eine andere auswähle? So die Theorie, ne? Aber durch das Gerangel kann es halt auch wieder nach hinten losgehen. Aber sie bewegt sich gar nicht, ne? Da wird er mich erschießen. Ich glaube, er erschießt mich in 2 von 3 Fällen. Hier wird er mich, glaube ich, auch erschießen. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Zeit haben, um auszuweichen. Ich glaube, es ist nicht. If I can get close enough, I can stop Declan from using his gun. It's definitely risky. If I can get close enough, I can stop Declan from using his gun. It's definitely risky. If I dodge, I'm safe for the moment. Familie, ja, der ist stärker als er aussieht. He might focus on Anna. Going for the phone would bring Declan's focus onto me. But if the phone gets damaged, I might not be able to use it later. Der Baum, it is. If I dodge, I'm safe for the moment, but what then? I'll lose sight of Declan and he might focus on Anna. Ah, nee. Quatsch. Nicht das. Ich meinte Waffe aus der Hand schlagen, it is. Halskehle und Kniekehle. So einer Plexus, Nase, Onkel, Glocken. Meine Fresse. Der Song. So der Plexus, Onkel, Nase, Glocken, so rum. Der Song. Okay. If I can get close enough, I can stop Declan from using his gun. It's definitely risky. Oh, da Eier gehen auch. Er hat sie getroffen. Drop your gun, Declan. Hello? A woman has been shot. I need an ambulance. Just hurry. Vielleicht war es nur die Schulter. Okay, good. Nur die Schulter. You have to stay with me. Hat er Durchschuss? I'm fine. Don't worry. Anna, please. Nein. Wäre es anders ausgegangen? Wahrscheinlich nicht. Wäre es anders ausgegangen, hätten wir den anderen noch? Ich weiß es nicht.
Carrie James at 1043 WVCK, the Basswood Sound. Vielleicht geht's ihr auch gut. The local cop who died in that fatal shooting last week is apparently the head of a small opioid ring right here in Basswood. Crazy. It's believed he used his position to bring in drugs from all over the county and that he murdered 2 people in an attempted cover-up. Good news, however, the journalist who was wounded while confronting the rogue cop was released from the hospital today. Gut. Looks like I'm not the only one who's come to visit Anna. I can't leave before I see Anna. Also haut er wieder ab. Okay. Ja, nochmal alles gut ausgegangen. Soweit. Kriegen wir jetzt einen auf den Deckel, weil hier was passiert ist? Sam, hold your horses. Anna's busy with the sheriff. You should probably give him a moment or two. Sure, Joe. How you been? How have I been? Son, I appreciate you being here for Anna, but you don't change what happened. My girl's hurt, real bad. Why didn't you promise? Did you know you couldn't protect her? That was part of it, yes. I was afraid it was going to be dangerous. Next time, maybe find someone else's daughter to get shot. I didn't force Anna to come with me. She was there because she wanted to be. She was there because you started rocking the damn boat again. Go talk to my daughter before I change my mind and kick you out. Walter. Samuel, my boy. As I live and breathe. I kept meaning to call, but phones are so impersonal. How are you holding up? Well, let's say that I've had better weeks. Not a hard thing to believe. You went through something terrible, but I'm glad you came out the other end. I've had a brush myself with the Maker here and there, and I would never call them fun. Not fun at all. Life-affirming, though, definitely. Even for those close to you, it leaves a mark. Now, 2 members of my family of heart are gone. 1 is wounded. It might be time for me to finally hang up my saddle. The Basswood Jungle has printed its last pages. It's making you think it's finally the right time to retire, huh? Believe me, it doesn't feel right one bit, but my flame has run its course. Without Nick, without Dennis. Can't run a paper by yourself. Nor would I want to. Well, I've taken up enough of your time. I'll leave you to the other guests. Drop me a line sometime. Drop me a line. Cleo hat sich gerade gestreckt. Donk. Angestupst. Nochmal angestupst. Where are they? Where are Dad's notebooks? The yellow legal pad ones? You can get them later. You need to say hello to the guests who just arrived. The yellow ones were Dad's favorites. I wanted to start using them. They've got to be here somewhere. Just Joan give me Waldron. a minute. Don't make me say it again. Fine. I guess it doesn't really matter. Careful, Muley. She's in one of her moods. Katze unter den Füßen, Katze vor mir auf dem Tisch. I'm sorry you All had to das. see that. It was hard before, but now she's completely shut me out. Hat dir da wehgetan? Wo ist der It's not große surprising, Unfall? given what happened. This town is no place for a teenager. Nein, Kathy, now is the nicht time mich to get out of beißen. Basswood. You don't understand. Eine It's not that easy to Schnappschildkröte. leave. You've always managed to get Joan to talk to you. Any advice?
Kathy, when did you start taking opioids? What? What does that have to do with... What do you think happens if someone finds out and reports you? You could lose your job. How dare you? You don't know Ich anything wollte about ihr what nicht I've been through. drohen. I Ich wollte don't, nicht but it doesn't change drohen. the facts. You need to get help. Oh, and who's gonna look after Joan in the meantime? Who'll pay for the treatment, huh? Don't you have family in the region? Well, there is my sister down in Virginia, but But you're not on good terms, Joan told me. Still, you don't have a choice if you intend to keep custody of her. You've always been a cold-hearted asshole. You know that? Ja, aber er hat Do recht. her a favor and forget about us for good this time. Leo, sauber mir bitte nicht in die Tastatur. Ich weiß nicht, ob die andere Option besser gewesen wäre. Das war schon sehr harsch gerade. These doctors keep you cooped up for too long now. Oh, Sam, you're finally here. I was looking for you. Now, I know you've been through hell and back. I know that. If there's anything the Basswood Police Department can do for you, or even just little old me, you give me a holler, all right? For now, well, I got some good news for you for once. We found Declan's fingerprints on Dennis's gun. And since your testimony and Anna's corroborate Dickie's statement, no charges are going to be filed against you or Anna. It's clear self-defense. Still hard to believe a man I trusted was running a drug ring. Here. Nervös. You and the Basswood police have a lot to answer for. A lot. We do. Declan pulled the wool over all of our eyes. All I can say is, Au! we're all just people. Blöde Ain't no Kuh. such thing as the Basswood police. Just people entrusted with power. And Declan, as terrible as it seems he was not Mit always a den bad Augen person. geknappt, aber so My richtig sin is failing to see the knapp man an he der became, Haut. rather than the one he once was. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. You were his commanding officer. You're the only one who could have stopped him. You're entitled to your opinion. Everyone is. No, I do my best. Well, I'd love to stay, but I'm afraid duty calls. Look after yourself, Sam. Though I guess you always do, huh? Hey, Bug. Hey, Muley. How are you holding up? Fine, I guess. Well, at least that's what most people want me to say when they ask. Come on, Bug. I want to know how you feel. How you really feel. I guess better today than yesterday? Maybe. I still miss Dad. But finding out what happened to him, I don't know, makes me feel a bit better. It's not bad, but it makes me feel better, right? No, it's not bad. I feel the same way. Hey, Muley. Are you staying around this time? I can't stay, Bug. Oh. I talked to your mom. She's gonna try to do better by you. So try to do better by her too, all right? It won't be easy, but I know you're strong enough. I'll try. I'm gonna miss you, Muley. I'll really miss you. Me too, Bug. I need to find Anna. Call me whenever you want to. Deal? Yeah. Deal. Stay away from me and my daughter. Sie
Die mag uns nicht. My daughter will want to see you. Hast du neu gestartet? Nein, das ist Ende. Wieso? We don't know where we're going in life, but we can learn from where we've been. Good luck, Samuel. Nein, habe ich doch gesagt, sie ist nicht gestorben. Hast du nicht aufgepasst? Sie war im Krankenhaus. Sie war nur an der Schulter, sie war nur bewusstlos. I wasn't sure you'd show up at all. I meant to get here before, but... You look better? Better than last week, I guess, but that's setting a low bar. It could have been even worse if you hadn't... You saved my life. Hast du das gerade nicht ganz mitbekommen? Ja, wir machen hier nichts. I'm also the reason you were in danger. Except you aren't. Dickie would have still broken into my house. It's true. I really wish we'd gotten what was in those files. The guy who was behind it all broke his neck trying to kill us. Case closed. Welcome to the party. Welcome to the party. Lise, dankeschön. Hallo. Wir sind fast am Ende. Also dauert, glaube ich, nur noch ein paar Minuten. Case closed. Weiß ich nicht. Ich wüsste auch schon gerne, was auf diesen Dingern drauf war. Aber der hat die doch nur kopiert. Müssten die nicht auf dem PC noch drauf sein? Naja. Lassen wir es mal gut sein. Yeah, I mean, I guess. You guess. You're alive. Let it go and enjoy having lived. I am. I am enjoying. War sehr actionreich, finde ich. So what are you gonna do next Was with your draufgegangen. unshot and healthy body? Ich frage mich, ob man draufgehen kann. Was machen wir jetzt? I'm gonna get myself together. Also ihre Mutter? I spent enough time moping. I'm glad to hear Ihre Mutter kümmert sich doch um sie. Warum soll er sich um die kümmern? I should go. Wo blieb wieder der Nervenkitzel, wenn man nicht drauf gehen könnte? Gut, es ist halt ein... You stay out Ich of glaube nicht, dass es so ein trouble, Sam Spiel Hayes. ist, wo man drauf gehen kann. And maybe don't wait so long to darken my doorstep again. I guess we'll just have to see, won't we? Ja, ihre Schwester aber. Die kriegen das schon hin. So. Na dann. Ich habe nicht so gehört, was sie gesagt hat, aber ich gehe mal zu meinem Auto. Mr. Higgs, not surprised to see you here. Der Apotheker. A little surprised to see you. Just giving my well wishes to Miss Miller. You did the right thing, Er ist immer noch sehr suspekt. The town is better for it. War er auch mit drin? Right or wrong, it doesn't feel good. People got hurt. That may be true. Still, what you did helped everyone.
Really bolstered the common good. Be proud. Das Allgemeinwohl mal wieder. Dennis ist tot. Nick ist tot. Aber Hauptsache alle anderen haben okay. Haben okay? Gut gedeutscht. Bei der Statue war es so schlimm, die anzuzünden, aber der Kleinen zu helfen braucht man nicht. Die ist groß, sie kann das. Kann das auch alleine. Wir haben ihr ja geholfen. Wir haben ihrer Mutter gesagt, sie soll sich Hilfe holen. Kommt er zurück? Ich glaube nicht, es ist... Calm down. Think of the common good. Leo, du nervst. Don't understand. It's not that easy to leave. Kathy, could she be the supplier? Get out the way. Get out the way. Was habe ich gar nicht gedacht. Something's missing. How did Declan know I was meeting Dennis? Heard you messed up Dennis pretty good last night. Go check on Joan. Who overheard me and Dennis talking? Who told Der Declan? Barkeeper. Your barroom Nee, er. Ich hab doch gesagt, er ist suspekt. Best prevention for following that other Aber der man Barkeeper hat uns wirklich gehört. Der hat... Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. Nick suspected a drug ring flourished after the mine closed. Ich hab doch gesagt, er ist suspekt. Der ist komisch. Der war immer so lieb. Der war immer sehr nett. Er meinte, und er hat uns auch immer gelobt dafür, dass wir diesen Artikel geschrieben haben. I was lost in thought, and I've been lost in thought a lot lately. Oh, yes. I'm sure you have a lot to think about. Nick never put it together. He was too close. It was you. What exactly are you trying to say? It wasn't enough to be a pill mill like every other two-bit pharmacy. You've been skimming. Ist er mich? Bin immer der Suspekte. Nee, aber er ist halt so, alle im Dorf hassen uns. Wir sind nach 2 Jahren zurück, weil unser Freund gestorben ist. Und alle im Dorf hassen uns, weil das Bergarbeiter waren. Oder viele im Dorf hassen uns, weil es Bergarbeiter waren. Und die Mine wegen uns geschlossen wurde. Weil wir diesen Artikel über den Unfall von Annas Papa gemacht haben. Und dadurch haben die ihren Job verloren. Und nur er hat gesagt, nee, es war nicht ihre Schuld. Sie haben alles richtig gemacht. Immer so Zuspruch gegeben. Kein anderer hat das. Die haben zwar gesagt, ja, nee, es ist nicht deine Schuld, aber die haben halt nicht gesagt, so, ja, sie haben, der hat das so ein bisschen so verherrlichend gesagt. So, als ob das ein Vorteil gewesen ist für ihn. Und er war halt auch immer so nett und alles. Und ich dachte mir so, der ist so komisch. Und er ist auch noch nicht lange da. Also, ganz komische Sache gewesen. The court of public opinion doesn't need documentation or a trail of evidence. 3 people are dead. Their trails all lead back to you. Herzliches Möbel. Hallo, hast du ja eben schon You geschrieben. seem Hallo. to have me confused for a criminal mastermind. I'm just a small-town businessman. I go where there's opportunity. And I've helped this town.
I've created jobs. I've invested. I never forced anyone to do anything. I've only given people what they wanted. What they needed. Du hast sie alle süchtig gemacht. I rolled up my sleeves and I got to work. Where were you? I'm here now. My sleeves are rolled up and I'm getting to work. I'm not asking for you to explain. I just wanted you to know. I wanted to look you in the eye before I brought your whole world down. Joe, Kathy, Joe. Don't you threaten them. I would never, but you do. Why do you think Nick never wrote his article? Never went to the police? Steckt Bess mit drin? He never finished his work because you killed him before he could. I am not, nor have I ever been. Du hast noch kein Glück geschrieben. Ja, okay. Others I've worked with, a little girl's future and a girlfriend with an aging father, both cost money. People always find ways to get what they want. The question is, who profits? Criminals, mobsters, lowlifes? Take out the middleman and a worse one slides in. Nick understood as much. He wasn't like that. You didn't know him. Did you? He was going to bury the story. It doesn't matter what lies you tell. I knew who Nick really was. Admirable, if misguided. People rarely show their friends who they really are. What Nick did is irrelevant. What matters is what you'll be doing. If you drop this misguided effort to accuse a kindly old man of heinous acts, I promise Kathy, Joe, and Joan will want for nothing. However, if you follow through with this foolishness, I only doubt I'd spend even a single day behind bars. I'm old. I have money and lawyers, and when I speak, people listen. But what of Nick? Who took bribes, buried the truth? What will his daughter think when I have no choice but to reveal he is just another dirty reporter? And let's not forget poor Kathy, who worked directly for me. It would at least cost her her job. Isn't being a single parent hard enough? Don't throw their lives away, Sam. Learn from your mistakes. You can do whatever you want. I'm gonna finish what Nick started. Maybe you'll go to jail, maybe not. But people will know what you did. And they'll all know the common good never factored in. You did it all for yourself. And I'll make sure the life you've built burns for it. Well, folks, I hope you got your seatbelts on, because we've got one nasty story coming up. 2 years ago, West Virginia, a small mining town loses its mind. Income plummets, unemployment skyrockets. The stage is set for an unscrupulous pharmacist to roll into town. Two years later, over 1 million pills were shipped to the small West Virginian town of Basswood, many sold right here on our streets. The article by journalist Samuel Higgs goes on. Information brought to light in this article led to the investigation of Hugh Kirkland, a seemingly respectable senior who turned out to be the mastermind behind this pill mill scheme. The Basswood Police Department is now under investigation. How the small town of Basswood can recover from such a blow is anyone's guess.
All right, time to kick up your feet on the dashboard. Es war überraschend wenig Musik in dem Fall. Also es ist rein überhaupt gar nicht wie Life is Strange oder sowas. Ich fand das sehr gut. Es war sehr gut, fand ich. Gute Entscheidungsmöglichkeiten. Es war nicht so dumm wie diese Teenager-Entscheidungen bei Life is Strange. Jetzt habe ich die Kleine voll zerstört. Gar nicht, die kriegt das hin. Die kriegen das schon gewuppt. Statt erholt sich von dem ganzen Scheiß. Leute sind nicht mit Drogen süchtig. Passt doch alles. Die haben jetzt wieder mehr Geld, weil sie es nicht für Drogen ausgeben. Finde ich schon hin. Kein Job, kein Geld. Die haben Jobs. Natürlich haben die Jobs. Der Drugstore gehört Kathy. Er hat da nur die Pharmacy-Abteilung gemacht. Die Bäckerei gehört der anderen. Sie können immer noch Zeitung schreiben. Die haben Jobs. Der kann die ja nicht alle von ihren Jobs abbringen. Corn liquor tastes sweeter in this town. Could it be it's the same as the last? I swear I've seen your face elsewhere before, just as familiar as a bottle and a glass. Hey darling, sleeping on the blacktop. Hey darling, running through the trees, honey. Hey darling, leaving for the next town. Lesson my set sketches up with me. Hey darling, sleeping on the blacktop. Hey darling, running through the trees, honey. Ah, der labert viel, wenn der Tag lang ist. Lesson my set sketches up with me. Als würde er das dann nicht macht. Aber er kann ja nicht jedem in dem Ort den Job zunichte machen. Wenn sie den Job in der Pharmacie, im Drugstore nicht mehr hat. Ich glaube, das ist sogar ihr Drugstore. Die gehört ihr, glaube ich. Wenn sie den nicht mehr hat, kann sie in die Bäckerei. Fertig. Also. Die kriegen das schon hin. Ich würde mir da gar keine Gedanken machen. Es ist nur ein Spiel. Die Wände. Welche Wände? Anna glaubt, dass ich die Kontrolle verliere und zu besessen werde. Sie hat vermutlich recht. Sie hat mir vertraut. Ich könnte es ihr nicht verübeln, wenn sie böse für mich wäre. Aber hatte ich wirklich eine Wahl? Alles, was passiert ist, hat mich zu der Überzeugung geführt, dass ich endlich entscheiden muss, wer ich eigentlich sein will. All diese Menschen um mich herum, die ihre Wahrheiten und ihre Beweggründe aussprechen. Es ist unmöglich, sie alle zu versöhnen. So etwas wie Glücksgefühle kann es in diesem Chaos nicht geben. Aber Glück ist nicht das Einzige, dem nachzujagen sich lohnt. Vicky war es, der in Annas Haus eingebrochen ist und mich angegriffen hat. Der arme Kerl wurde vermutlich gezwungen. Unter Druck bricht er schnell zusammen. Ja, das war ja auch
Du verstehst das nicht. Du verstehst es nicht. Das war nicht notwendig, das zu tun. Das hier jetzt, den zu verpfeifen, das war notwendig. Für das Allgemeinwohl. Das war notwendig. Das schafft das. Die geht sich Hilfe holen. Die hat noch eine Schwester in Virginia. Das kriegen die hin. Junge, stell ich mal nicht so an. Er wusste mehr als gut für ihn war. Das war Dennis Ende. Doch, sie hat's doch eingesehen. Declan ist derjenige, der den Drogenring leitet. Er hat Nick getötet und Dennis. Alles fügt sich zusammen. Er wusste, dass Dennis, genau, dass Nick dem Drogenhandel auf der Spur war und Dennis hätte etwas herausfinden können. Ist er mir auch schon auf den Fersen? Auf der. Hughes Enttarnung. Ich habe Hughes schmutziges Geld abgelehnt. 66%. Ich habe keine Freunde, die dieses Spiel gespielt haben. Wenn sie es nicht hinbekommen, dann weißt du wenigstens, dass du schuld warst. Richtig. Die mag mich einfach nicht. Die mag mich nicht, weil ich vor 2 Jahren, also nicht mich, sondern Sam, die mag ihn einfach nicht, weil Sam vor 2 Jahren einfach ohne ein Wort abgehauen ist, weil er nicht mehr klarkam mit allem. Ist einfach weggegangen, hat sich nicht mehr gemeldet, ging nicht ans Telefon. Wie würdest du denn empfinden, wenn deiner Frau, ihr bester Freund und vielleicht auch ein gutes Familienmitglied, sag ich mal, einfach von jetzt auf gleich, tschüss, einfach nicht mehr da ist, weil er sich dazu entscheidet, einfach nicht mehr da zu sein und weg zu sein und die Patentochter im Stich lässt und sich nicht mehr meldet, nicht ans Telefon geht und nix. Wärst du auch sauer, dass er dein Kind einfach liegen lässt, die keine Freunde hat? Aber das hat ja damit nichts zu tun. Das macht sie ja nicht für dich. Das macht sie ja für ihre Tochter, wenn sie aufhört mit den Drogen. Und wie soll sie aufhören mit den Drogen, wenn die weiter im Umkreis sind? Die kann ja nur aufhören mit den Drogen, wenn es nichts mehr gibt. Wenn der Hugh weg ist. Wenn es keine Drogen mehr gibt. Wenn es keinen Drogendealer mehr gibt. Ja. Irgendwen haben wir nicht kennengelernt. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar. Ja, so funktioniert das. Natürlich. Uns fehlt hier noch ein Erinnerungsstück. Was ist das? Sind das Erinnerungen? Nein, das ist immer noch ein Spiel. Du kannst das nicht aufs richtige Leben projizieren. Ja, im richtigen Leben ist auch alles viel größer.
Da ist nicht nur eine Person, die den Draht zieht. Das sind ganz viele. Die nicht so leicht erreichbar sind. Ich weiß, ich weiß. Du kleiner Troll, du. So, das war's. Mein Kater vögelt sein Kissen auf meinem Fuß. Kannst du damit aufhören? Danke. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Schlaft gut. Man sieht sich irgendwann. Gute Nacht. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat unterhalten. Ich fand es sehr gut. Gucken, was wir sonst noch so machen können. Also dann. Ciao, Kakao.